Der Herr Niefel war in vieler Hinsicht eine unglaubliche Erscheinung. Aber das war dann, alle Ehrungen waren vorbei. Und dann hat man gesessen und da waren wir am Trinken und am Feiern und plötzlich steht der Niefel da. Aber es war weit nach Mitternacht. Der Sauber und ich weiß nicht, ein paar Mechaniker waren auch noch da. Und der Schlesser war da. Ja, was machen wir jetzt nächstes Jahr? Da gewinnen wir, ne? Da haben wir gesagt, ja, also, ja, wenn es geht schon, ne? Es kommt auch auf euch an, aber wie sieht dieses Auto aus? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und dann, ich glaube, der Schlesser war es, der hat gesagt, ach, diese Autos, die müssen doch silbrig sein. Und dann sagt er, so, Männer, jetzt habe ich entschieden, das nächste Jahr wird das Auto silbrig und hat diese Hand auf diesen Tisch runtergeschlagen, dass die ganzen Gläser so aufgesprungen sind und alles war nass. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für meinen heutigen Gast lohnt es sich, etwas mehr Zeit mitzubringen. Denn was Max Welti alles erlebt hat, kann man zum Glück nicht in einer halben Stunde abhandeln. Ich denke, die meisten von uns haben ihn noch vor Augen, wie er als Verantwortlicher bei Sauber in Le Mans oder der Formel 1 am Streckenrand stand. Dass er aber selbst auch ein schneller Rennfahrer, Rennleiter bei Porsche, maßgeblich am Aufbau der V8 Star-Serie beteiligt war, sein eigenes Rennteam hatte und zahlreiche Automarken wie BMW oder Lamborghini in Sachen Motorsport beraten hat und noch berät, das hören wir jetzt. Viel Spaß mit dem Schweizer Rennfahrer und Motorsportmanager Max Welti. Max, wenn man sieht, was du alles gemacht hast, Rennfahrer, Teamchef, dann hast du ein eigenes Rennteam besessen, du warst Promoter, du warst Berater, du hast für x Werke und x Sachen gearbeitet. Wenn du dich für eine Sache hättest entscheiden müssen von Anfang an, was wäre das gewesen? Das kann ich dir mit einem Satz gar nicht beantworten. Das wäre gewesen, am Anfang Rennfahrer und dann war meine große Liebe mein ganzes Leben lang war Porsche. Ich hätte gerne mal Porsche gemacht und Ferrari. Da habe ich aber das hat sich nie ergeben. Nie, ganz komisch. Meine große Liebe war immer Endurance-Sport, gar nicht Formel 1. Aber die Zeit in der Formel 1, das war schon Challenge. Das glaube ich. Das war schon eine irre Zeit. Das Aufbauen vom V8 Star war eine riesige Zeit. Und dann kam ja wieder sowas. Kam V8 Star vorbei, kam A1 GP. Dieser Nationenweltcup. Ja. Und dieser Nationenweltcup, der hat nie die Anerkennung gekriegt, die er verdient hätte. Das war ja eine irre Idee. Das war ein irre Rennen. Und es war immer antizyklisch. Dann kam die Zusammenarbeit mit Wolfgang Dürheimer für den VW-Konzern. Mit dem Abstecher nach Bologna zu Lamborghini. Und dann kamen wunderbare, sehr extrem spannende Jahre mit BMW. Jetzt sag mir was. Wo man eins rauspicken soll. Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Ich kann es nicht. Nee, das kann ich kann es nicht. Es ist einfach. Vielleicht, ich war mein ganzes Leben lang ein schlechter Promoter meiner Person. Ich konnte mich nicht verkaufen. Und deswegen bin ich nie ein finanziell reicher Mensch geworden. Vielleicht wäre das etwas, was ich das nächste Mal hoffentlich etwas besser machen würde. Im nächsten intensiven Leben anders machen wirst. Ja. Fangen wir doch mal ganz früh an. Bist du hier in der Gegend auch aufgewachsen, wo wir jetzt sind? Ja, tatsächlich. Ich bin in Zürich geboren und habe die Grundschulen in Zürich gemacht. Habe meine Matura in Zürich gemacht, also Gymnasium in Zürich gemacht und habe dann in Lausanne und in Zürich studiert und bin aber dann ziemlich zügig
in Motorsport abgedriftet, aber das wusste ich schon lange. Hast du das von den Eltern irgendwie ins Blut bekommen oder haben deine Eltern was ganz anderes gemacht? Mein Papa war Arzt, aber ein Autoliebhaber, das war gewiss. Meine Mama hat damit gar nichts am Hut gehabt. Mein Papa war kein Rennfahrer, also beileibe und bei weitem nicht. Aber er war ein sehr guter Autofahrer, halt wie es damals noch möglich war. Konnte man ja schnell fahren auf der Straße, zu Recht oder zu Ungerecht, das bleibt mal dahingestellt. Aber der hat mich insofern, mein Papa und mein Freund, ich hatte ein wunderbares Verhältnis mit ihm, der hat mich schon geprägt, indem wir waren immer wieder mal mit dem Auto unterwegs und er hat damals einen Porsche gehabt und da auf längeren Autoreisen hatte man dann relativ früh schon, hat er gesagt, magst du mal schalten? So hat es bei mir auch angefangen. Echt wahr? Ja, das Schalten vom Beifahrersitz. Das stimmt. Genau, ja. Genau. Okay. Und und die nächste Stufe war dann, okay, also du darfst schalten und du sagst mir, wann ich die Kupplung drücken soll. Und das war natürlich, ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Das war irre. Aber ich weiß es nicht. Da gab es noch so ein Schlüsselerlebnis, das weiß ich noch. Wir hatten nie einen Fernseher. Meine Großmutter, väterlicherseits die Ärmste, die hatten Unfall gehabt als Fußgängerin mit dem Fahrradfahrer, ist schwer gestürzt und hat die letzten 10 Jahre ihres Lebens im Krankenhaus verbracht. Und sie haben wir oft besucht. Sie hat in Basel gelebt und da sind wir relativ oft hingefahren, so einmal im Monat oder sowas. Und mein Papa war der Meinung, wir brauchen keinen Fernseher, aber sie brauchte irgendeine Ablenkung und hat ihr einen Fernseher gekauft. Und dann durfte sie dann irgendwann mal das Zeitliche segnen. Und dann haben wir diesen Fernseher gekriegt. Ein Riesentrum von einem Apparat. Und schwarz-weiß, logischerweise. Und irgendwann mal hat mein Vater mich gerufen im Haus und hat gesagt, komm, Bub, komm, du musst gucken, Autorennen. Und dann bin ich schnell gekommen, weil das war ja faszinierend, Autorennen. Ich hatte aber keine Ahnung. Und das war Monza, Formel 1. Und das waren ganz kleine schwarze Punkte von wahrscheinlich einem Helikopter damals schon. Aber du hast nichts gesehen, null. Aber die sind halt da in Monza, damals noch Steilkurve, sind die gefahren und ich war hinweg. Ich fand das irre. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich schon mal sehen. Und habe begonnen, mir diese ganzen monatlichen Zeitschriften über Motorsport, allen voran Powerslide, Hochglanzformat A4, zu kaufen. Und habe das von vorne nach hinten, jeden Buchstaben 50 Mal gelesen, weil es ging ja wieder ein ganzer Monat, bis das neue Heft kam. Und da gab es den Joe Siffert in der Schweiz. Und der hat natürlich damals schon etwas ausgelöst, was man gar nicht glauben konnte. Weil in der Schweiz wusste kein Mensch, was Motorsport ist. Und der Joe Siffert, der hat das mit der ganzen Art und Weise, wie er selbst war und was er da geschaffen hat, als Self-Made Man, hat er das Land verändert diesbezüglich, um nicht zu sagen, für gewisse Leute verzaubert. Hast du den nochmal live kennengelernt? Ja, den habe ich live kennengelernt, tatsächlich.
der Joe Siffert hat einen Sponsor gehabt. Handschuh Böhni hieß diese Firma. Das war eine Handschuhmanufaktur. Die haben ihm was Geld gegeben. Für die damalige Zeit nicht so schlecht. Und der ist nach Zürich gekommen für eine Autogrammstunde am Paradeplatz, eben in diesem Handschuh-Böhni Geschäft, Verkaufsladen. Und das habe ich gehört, dass der da hinkommt. Und ich hatte einen Schulfreund von mir, der Daniel Tevlin, und der hat gesagt, oder wir haben gesagt, komm, lass uns da hingehen. Und dann sind wir da hingegangen. Das war auch so ein Bekloppter in Sachen Auto, hat viel gewusst, war ein intelligenter, junger Kerl. Und ich mit meinem Enthusiasmus damals schon, wir hatten 1000 Fragen. Und wir sind da hingekommen, ganz früh, logischerweise, wir waren einer der Ersten. Und der hat uns also, wie alt waren wir? Ich weiß nicht mehr, 14, sowas. Und doch, wir hatten schon diese Zweigang-Puch Mofas, ja. Genau. Also das mussten ab 14 war das möglich, damals die Dinger zu fahren. Und wir sind da angekommen und der hat uns ganz höflich begrüßt. Nix, der war kein Star, der hat einfach da gesessen, hat einigermaßen gut Deutsch gesprochen, war ja von Fribourg und hat sicher besser Französisch gesprochen, aber mit uns. Und dann haben wir gesagt, ob wir denn Fragen stellen dürfen. Und dann sagte er, ja klar, dafür bin ich hier. Und dann kam eine Frage nach der anderen. Wir hatten 100 Fragen, jeder. und dann kam irgendjemand rein und wollte ein Autogramm. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann ziehen wir uns zurück. Und dann sagt er, nee, ihr könnt hier bleiben, bleibt hier. Wir machen gleich weiter. Ja. Dann gibt er dem ein Autogramm und war immer freundlich und höflich zu allen. Und also, long story short, wir waren ich weiß nicht, 2 Stunden waren wir da und haben dem Loch im Bauch gefragt. Und der hat immer gelacht und gegrinst und fand das irre, dass wir so begeistert waren. Und das war bei mir ein Riesentrigger, muss ich sagen. Da habe ich gesagt, dass einer, der das leistet, was der leistet, und das ist ja nicht einfach, ne? Da hatte er kein Geld. Ja, eben, der war eigentlich Schrotthändler. Der war der Schrotthändler, später dann schon hat er da seine Garage gehabt, die sie jetzt leider zunichte gemacht haben. Das Haus wurde abgerissen, leider vor ganz kurzem erst. Und der ist ja immer ohne Geld um die Welt gereist. Ja, das war irre, der Typ war irre. Der war verrückt. Und ich habe gesagt, das hat mich so imponiert, dass der das geschafft hat. Also das war sicher ein Riesentrigger. Aber eben, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, ich war immer Endurance, ganz komisch. Mein Hirn war auf Endurance getriggert. Diese epischen Duelle, die es damals gegeben hat mit Joe Siffert und Pedro Rodriguez, ich werde ein Bild nie vergessen, wo die beide auf einer Ecke zufahren und der Fotograf von vorne, Schwarz-Weiß-Bild logischerweise, und da steckt irgend so ein Pöller und die fahren einfach beide so auf diesen Pöller zu. Ich war sowas von fasziniert, dass das möglich ist. Und die fliegen dann nicht ab, die fahren weiter. Ja. Und klar war das dann fantastisch, wie er begonnen hat, Formel 1 zu fahren und wie es dann immer besser wurde. Und der Sieg in Brands Hatch 68 war das, glaube ich, oder sowas Ähnliches. Oder dann in Zeltweg 72 und
für mich ging eine Welt unter, wie er ums Leben kam. Ja. Es war für mich mental ganz einschneidend, muss ich sagen. War ja auch rührend, dieser Trauerzug mit dem Porsche 917, genau. der das angeführt Genau. hat. Ne? Das hat Kurt Ahrens auch erzählt, der auch ganz eng mit ihm war. Ja, und, genau. Ja, mit dem Kurt war sehr viel zusammengefahren. Ja, genau. Ja. Und da war ja wirklich, also da kann man auch mal sehen, die Relevanz von dem Motorsport, wie die Straßen voll waren. Ne? Und was der für die Schweiz und den Schweizer Motorsport eigentlich gemacht hat. Ne? Ja, das war unglaublich. Ja. Und spätestens da, aber natürlich schon vorher, wusste ich für mich, ich werde Autorennfahrer. Und ich werde gut sein. Naja, also. Wie fängt man an? In der Schweiz immer mit Bergrennen, oder? Ja, also da war ich mir noch gar nicht so bewusst, aber ich wusste eins, ja gut, doch natürlich. Also klar, aus Gründen, die du kennst, der Le Mans-Unfall hat dazu geführt, dass in der Schweiz Rundstreckenrennen verboten wurden. Wie doof kann man sein? Bergrennen aber nicht. Und das ist ja bis zum heutigen Tag nicht mehr ganz so extrem so wie bis noch vor ein paar Jahren, aber gelebt wird es eigentlich immer noch so. Da kommen wir dann vielleicht viel später mal dazu, aber ich habe einmal ein Projekt gehabt in der Schweiz, ein A1-GP-Rennen zu veranstalten. Und habe auch gedacht, dass wir da ein Formel-1-Rennen hinkriegen. Und ich bin heute noch der Meinung, dass das würde funktionieren. In der Schweiz? Aber das Wo? Auf welcher Strecke? Es gibt in Sion, im Kanton Wallis, gibt es einen Flugplatz. Der ist zwar noch aktiv, aber den kann man auch inaktiv machen für ein paar Tage und die sind auch relativ flexibel. Und da könnte man eine wunderbare Rennstrecke bauen. Das wäre vielleicht mal eine Aufgabe für dich. Ja, Formel 1 in die Schweiz zu das holen. hätte ich immer gerne gehört, das kannst du vergessen. Das geht natürlich nicht. Kam jetzt gerade diese Volksabstimmung, dass sie nicht mal mehr Autobahnen wollte, doch nicht mal mehr. Ja. Also jetzt weit weg. Ja, anyway. Verrückt, ja. Also ich wollte Rennfahrer werden und ich war sicher, dass da muss ich erst beweisen, dass ich schnell bin. Und ich bin selbstverständlich schnell, aber ich muss es zuerst beweisen. Und um das beweisen zu können, braucht es erstens ein Auto und zweitens Geld. Ich muss ja von hier nach da und überhaupt. Also habe ich mir gesagt, und das wusste niemand. Also das wusste in meiner Familie kein Mensch und auch sonst wusste das kein Mensch. Aber ich habe tatsächlich in der Schulzeit schon begonnen, Fahrdienste zu machen. Und also nebenbei einfach zu arbeiten und mir Geld zu verdienen. Und habe mir da ganz schön was angespart. Erst mit dem Mofa und dann per Auto und dann habe ich am Flughafen gearbeitet und an verschiedenen Stellen gearbeitet. Immer so über Mittag bin ich irgendwo hingerast und habe 2 Stunden gearbeitet und dann am Abend wieder und so ist ein bisschen was zusammengekommen und dann so konnte ich dann letztendlich meine ersten Rennfahrertätigkeiten finanzieren. Mit welchem Auto? Ich habe meiner Mama für viel zu viel Geld, muss ich sagen, ihren Käfer abgekauft. Volkswagen Käfer. In der eigenen Familie zu viel gezahlt. Ja, das war wirklich, das war gar nicht so nett. Aber es war tatsächlich immer noch teuer. Und mit diesem Käfer hinten so irgendwie positiver Sturz und vorne gerade Scheibe noch, nicht mehr getrennt, aber gerade, bin ich dann schnell um die Häuserblocks gefahren
Und irgendwann habe ich gedacht, mein Papa, der war eben, wie ich gesagt habe, der ist gerne Porsche gefahren und hat dann auch sich überreden lassen, im Porsche Club Zürich Mitglied zu werden. Und das fand ich natürlich faszinierend. Da sind wir oft zusammen hingefahren und er ist dann mehr oder weniger gefahren. Ich hatte einen Papa, der schon alt war, wie ich zur Welt kam. Und entsprechend ein älterer Herr war er dann auch schon, wie er da in diesem Porsche Club kam. Also ist er nicht mehr so wirklich viel Rennen gefahren da, aber ich durfte halt mitgehen. Und hin und wieder mal dann, wie ich 18 wurde und den Führerschein hatte, auch mal mich ins Auto setzen. Aber um das ging es damals noch gar nicht. Aber mit diesem Käfer, da habe ich gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn ich mit Rennen fahren dürfte. Und da habe ich gesagt, ja, mit Käfer. Also erstens Fremdfabrikat, sowieso schwierig. Also mit dem Käfer, das ist ja eigentlich witzlos. Und dann habe ich gesagt, ja, möglicherweise schon. Ich habe aber ein Ziel. Wenn er mich fahren lässt, dann werde ich jedes Mal mindestens einen Porsche schlagen. Und dann haben die gesagt, ja, natürlich, logisch, genauso wird es sein. Aber ich wusste ja, es hat ein paar Porsche-Fahrer gehabt, die waren zwar Porsche-Fahrer, aber einfach in Gottes Namen keine Rennfahrer. Und das hat sogar ein paar Damen gehabt, die waren auch Porsche-Fahrerinnen, aber halt eben auch keine Rennfahrerinnen. Und da habe ich gedacht, wenn ich da richtig schön angase, das wird schon klappen. Also das hat dann auch geklappt. Das fand nie gigantisch, dass ich mit diesem Käfer imstande war. Da gibt's lustige Bilder. Porsches zu überholen und ja. Also so hat das Ganze begonnen. Das hat natürlich noch so gut wie kein Geld gekostet. Aber dann gab es einen Porsche Tuner, der sehr viel nicht mit der Amag in der Schweiz gemacht hat, damals Importeur von Porsche und viele Jahre nachher auch noch. Also der hat von Anfang an immer mit dem Porsche Werk zusammengearbeitet. Da hatte der Importeur natürlich gar keine Freude. Er dafür aber umso mehr und Porsche hat das einfach geschehen lassen. Und der hat gesagt, ich muss ein bisschen mehr Promotion haben für meinen Betrieb und du bist ein Wahnsinniger. Und wenn ich dir ein Auto zur Verfügung stelle, dann wäre ich bereit. Aber dann, also der Rest ist eine Sache. Das Vorbereiten des Autos zum Rennen, das Hinbringen, das Zurück, etc., das musst alles du machen. Aber ein Porsche 911. Aber ich stelle dir meinen 2,7 Liter Carrera. Ein RS? Genau. Ja, okay. Stelle ich dir zur Verfügung. Du musst aber schon Eindruck hinterlassen haben mit dem Käfer. Ja. Offensichtlich. Und das hat er tatsächlich gemacht. Also ich durfte dann 1,5 Jahre, würde ich sagen, bin ich dieses Auto gefahren und war bei 1000 Veranstaltungen. Irre. Ich weiß noch, er hat mich mal, das war dieses Auto schon, das hat er mich mal fahren lassen anlässlich eines Club-Events in Monza. Und da hat es geregnet wie die Sintflut und ich hatte null Erfahrung im Regen. Das war mein erstes Regenrennen. Und der hat mir dieses Auto gegeben und hat gesagt, aufpassen, ne? Das geht schnell hier. Und das war Monza, so wie Monza damals noch war, ne? Nix Schikanen und so ein Zeug. Da ging es richtig zur Sache. Es war irre. Aber in Les Mans 1 habe ich das Auto verloren und bin rausgeschlittert und dann so der Leitplanke entlang und ich weiß noch, wie die Funken gesprüht haben zwischen
zwischen dem Autoblech und der Leitplanke sind da immer so Funken bei der Windschutzscheibe, bei der Seitenscheibe hochgekommen. Das war irre. Ja. Und das war mir natürlich peinlichstens. Ja, er hat einfach tierisch viel Wasser gehabt und Aquaplaning, so wie es sich halt gehört. Und erstaunlicherweise hat er gesagt, aber du warst trotzdem schnell unterwegs und das kann mal passieren, das ist nicht so schlimm. Und dann habe ich gedacht, wow. Und dann hat er mir eben das Angebot gemacht, tu. Und dann habe ich alles, ich weiß es nicht mehr, ich bin irgendetwas Verrücktes wie 35 oder 40 Rennen gefahren, zum Teil 2 Veranstaltungen an einem Wochenende. Wenn das Rennen am Samstag war ich am Sonntag woanders und so viel wie möglich Rundstrecke, aber natürlich auch Bergrennen und das Autoslaloms auch. Das war damals auch noch so. Gab es einen tollen Slalom hier in Dübendorf, hinter uns hier den Berg runter. Da war ein Militärflughafen, das ist heute noch Militärflughafen, aber die fliegen von hier aus nur noch mit Helikoptern. Und da gab es einen Autoslalom. Ich habe immer ein bisschen geschmunzelt über Autoslalom, aber der war richtig schnell. Okay. Ja, du hast natürlich kaum Zeit gehabt zu rekognoszieren, also da musste es wirklich auf Zack sein. Das war noch gut. Der war gut, der andere war ein bisschen nicht ganz so prickelnd. Bist du da auf Achse zu den Rennen gefahren? Oder immer auf Achse zu Rennen. Ohne Schrauber, ohne Mechaniker, vollgetankt, Reifen drauf, los? Ja, vollgetankt, Reifen auf, die Slicks in den Porsche rein, da hatte ich so ein System, wie das reingepasst hat. Und es ist Gott sei Dank nie was Gröberes passiert und deswegen bin ich auch immer nach Hause gekommen und dann musste ich das Auto zurückbringen und oft hatte ich keine Zeit, das zu putzen und zu überholen und zu checken, wenn ich es zurückgebracht habe. Und dann musste ich halt, bevor ich wieder gefahren bin, musste ich dieses dann tun und es war schon heftig. Man muss es schon wollen. Ne? Man musste es wollen, in der Tat. Und dieser Otto Dettwiler, der mir natürlich sehr ans Herz gewachsen war, der hat gesagt, also wenn du willst, kannst du auch hin wieder mal zu mir arbeiten kommen. Das wäre mir ganz recht. Und das war mir auch recht, umso mehr, als er mich immer mal wieder mitgenommen hat ins Porsche-Werk Teile holen. Okay. Und das fand ich natürlich spannend. Und die Teile über den Zoll zu bringen, das hat er dann auch immer selber gemacht. Da habe ich dann von ihm auch gelernt, wie man das tut. Und irgendwann hat er gesagt, also da braucht es mich nicht mehr, du gehst jetzt noch zu Porsche und holst, was es zu holen gibt. Und das war für mich natürlich das Größte überhaupt. Ja, klar. Und das waren auch die ersten Kontakte mit Porsche-Mitarbeitern. Ja, und was ja damals wahrscheinlich noch eine überschaubare Abteilung war, oder? Ja, genau. Da war die Rennabteilung in Zuffenhausen. Und mehr oder weniger alles war in Zuffenhausen. Das hat zwar Weiß auch schon gegeben, aber das war alles noch winzig. Und ich war natürlich vom ersten Moment an, war ich in Zuffenhausen in der Rennabteilung. Ja. War ja auch ein guter Einstieg beim RS, wenn man das jetzt heute sieht. Ja, das war wo die Werte liegen, also das ist ja es war irre. Auch ein gutes Auto. Es war irre. Es war irre. Und ich konnte da sind mir ein paar Coups gelungen. Der Peter Wies sagt ja sicher was. Ne? Der Peter Wies war damals ein ganz, ganz junger Journalist. Also ja, wir waren etwa gleich alt. Und der ist zu den Rennen gefahren und
für ihn war wichtig, natürlich sich zu etablieren und zu gucken, wer fährt denn da wo und wie. Und der Peter Wyss, der hat gesagt, du bist ein Wahnsinniger, du bist komplett verrückt. Und dann gab es ein Bergrennen, Zwischenwasser hieß das ist so ein bisschen südlich von Bregenz im Vorarlbergischen Raum in Österreich. Ging es da einen Berg hoch. Und das war dann quasi die Wiedergutmachung mit dem Regen wahrscheinlich, weil da hat es so unfassbar geregnet. Und nur unter diesen Bedingungen war das natürlich überhaupt möglich. Aber da war es für mich mit den relativ schmalen Reifen im Vergleich zu den RSRs, 3,3 Liter RSRs, war ich natürlich im Vorteil. Und so bin ich da hochgefahren und war von allen GT-Autos das schnellste Auto. Also mit dem Gruppe 3 Auto damals die Gruppe 5 Autos geschlagen. Und da hat sich der Peter Wyss überschlagen. Er hat gesagt, das gibt's gar nicht. Und ohne dass er es wollte oder wie auch immer, er hat mir damals schon geholfen, Aufmerksamkeit zu generieren. Weil da für die Medien, die er geschrieben hat, die hat man gelesen. Also in mindestens internen Kreisen hat man die gelesen. Klar. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass Peter Sauber und sein damaliger Teammanager, der Hans-Jörg Degen, sich um mich bemüht haben. Und Sauber war ja damals, in welchem Jahr war das? Das war in den 70er, Anfang der 80er vielleicht. Ne? Das war, ich meine, das erste Mal, wo ich da im Sportwagen gesessen habe, war Ende 76. Für Sauber. Ja. Was war das damals für ein Laden? Das war ja, also ich meine, du hast ja wirklich den Aufstieg von Sauber, von den ganzen Anfängen, also so 76 so. Bis zum Formel 1 miterlebt. Ja. Parallel. Ja, das war ja damals, Peter Sauber war, glaube ich, Elektrohändler oder sowas? Oder der Peter Sauber kam aus einer wohlhabenden Familie und sein Vater hat aufgebaut ein Elektrogeschäft. Ja. War ein guter Kaufmann, würde ich sagen, und Techniker muss er auch gewesen sein, weil mit dieser Sauber-Elektrofirma des Vaters, die haben in der Schweiz, ich meine einmal sogar das Monopol gehabt, alle Verkehrsampeln ausrüsten zu können dürfen. Ja. Und Peter war ein Elektrotechniker und Ingenieur und hat eigentlich mit Autos gar nichts am Hut gehabt. Aber auch ihn hat das Thema halt fasziniert und Arthur Blank, ein in der Schweiz bekannter VW Käfer-Tuner, hat ihn dann dazu überredet, doch mal Rennen zu fahren. Und so ist er in dieses Metier reingerutscht. Du musst dir mal vorstellen, was das manchmal für Zufälle sind. Irre. Ne? Ja, das ist echt unglaublich. Und dann war das dementsprechend wahrscheinlich eine Garage mit einem Werkzeug, klar. Oder? Das war ein Autohaus. Was haben die vor allem British Leyland, British Elend, wie wir damals gesagt haben, haben die verkauft. Und Fiat auch. Irgendwann mal habe ich einen Fiat gefahren von Sauber, das weiß ich noch. Ja, und für mich, das war natürlich das war mein Ziel, vom GT-Auto in diese zweisitzigen offenen Sportwagen. Das war mein Zwischenziel. Hattest du, wenn du sagst Zwischenziel, hattest du da irgendein finales Ziel? Also war es Formel 1 vielleicht? Nein, nicht Formel 1. Du bist natürlich auch körperlich jetzt nicht das kommt. Von der Größe her, es ist ja auch schwierig. 1,95 oder was bist du? Ja, 1,92 war ich mal, das bin ich sicher nicht mehr. Aber ich war definitiv zu lang. Ja. Zu lang, das war schon damals so, ja. Aber
Aber ich wollte nicht, lustigerweise oder komischerweise, ich wollte nicht Formel 1. Ich wollte Prototypen fahren. Das war mein Ziel. Endurance, Prototypen, Le Mans. Das, was Joe Siffert groß gemacht hat, das ist das, das wollte ich von Anfang an. Das hat mich am meisten fasziniert. Auch auch das Zusammenspiel zwischen zwei Piloten, wenn man sich abwechseln konnte, durfte. Damals waren es ja noch 2 Piloten meistens und nicht 3 und schon gar nicht 4. Und das fand ich irre. Und der Weg dahin war halt eben über die kleinere Klasse. Und die kleinere Klasse waren diese damaligen Gruppe 6 Autos, diese zweisitzigen offenen Rennwagen. So. Das erste Mal in Berührung bekommen nicht mit BMW, weil BMW hat gar kein Interesse gehabt, aber mit BMW-Motoren. Wittmann. Oder? Ja, da gab's den Heini Mader. Ja. Und das war auch derjenige, der damals die Motoren gestellt hat. Okay. Der Heini Mader wurde dann zu einem Freund von mir, darf ich sagen, und war quasi der Hofmotorenlieferant für Peter Sauber. Okay, und da bist du auch schon eine ganze Meisterschaft gefahren und hast für Sauber auch die Meisterschaft gewonnen, ne? Nein. Oder war das war Wittmann? Leider oder ironischerweise nicht. Im 78, da war es spitz auf Knopf. Da war ein schönes Duell mit Eugen Strehl. Das war damals ein arrivierter Schweizer Rennfahrer. Und ich war ein bisschen jünger als er und er war ein sehr, sehr guter Rennfahrer. Und wir sind da gegeneinander gefahren. Und das war immer so auf Augenhöhe. Mal er schneller, mal ich schneller. Und dann kam wieder dieses Rennen in Zwischenwasser. Und da habe ich mir an so einem Randstein, da hat es so markante Randsteine gehabt, viel zu hoch eigentlich. Und da habe ich mir, ohne dass ich es gemerkt habe, eine Felge beschädigt. Aber ich habe es nicht gemerkt. Und da ging relativ schnell, aber nicht plötzlich die Luft aus dem Reifen. Und da ging es so über so eine Brücke drüber und ich habe da eingeschlagen und das Auto ging pfeilgerad hoch. Oben auf dem Plateau oben hat es mich gedreht und dann ging es wieder pfeilgerad runter. Und das war eigentlich der einzige Unfall, den ich hatte, der hätte böse ins Auge gehen können, weil das Auto so unter einer Leitplanke gefahren ist und irgendwann hat das Ganze gehalten, aber die Leitplanke war etwa so weit entfernt von mir. Das habe ich richtig Glück gehabt. Es hätte ganz böse enden können. Und ich habe dann von meinem Rennfahrerpaten, habe ich ihn immer genannt, von dem Harry Blumer, der hat gesagt, du bist die Zukunft, ich bin die Vergangenheit. Ich gebe dir mein Auto. Meines war natürlich Fratze, komplett Fratze. Du kriegst mein Auto. Ja. Und dann habe ich mich da wieder reingesetzt und bin dann auch tatsächlich Zweiter geworden, aber eben Zweiter geworden hinter Eugen Strehl. Und der ist dann, leider ist dann er Schweizer Meister geworden und nicht ich. Nachher sind wir dann war diese Episode mit diesen zweisitzigen offenen Rennwagen bei Sauber vorbei und wir sind Formel 3 gefahren. Mhm. Erstaunlich eigentlich, dass du tatsächlich in so ein Formel 3 Auto reingepasst hast, ne? Oder gefahren bist. Und nach dieser einen Saison, ich komme gleich zurück auf die Formel 3, nach dieser einen Saison ist der Peter Sauber in das M1-Geschäft eingestiegen. Die berühmte M1-Serie. Die der Bernie da lanciert hat, was ja ein Riesenknaller war. Und das wäre
Ultimate Wish gewesen. Das hätte ich jetzt auch gesagt, oder? Das hätte ich gerne gemacht. Ja. Und da hat der Peter gesagt, du, kostet 100.000 mindestens und bring 100.000 und du bist dabei. Aber ich kann nicht. Ich muss das irgendwie finanzieren. Mhm. Und das habe ich verstanden, traurigerweise. Ich bin nie so ein M1 gefahren am Ende des Tages. Mhm. Aber dann ist ja doch inzwischen schon, aber damals nicht. Und lange nicht. Und dann ist der Hans-Rudi Witwer, hieß der, da aus dem St. Gallischen, aus dem Rheintal, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass du keinen Sitz hast bei Sauber und überhaupt. Und ich würd gerne dir mein Auto anbieten. Und der hatte einen March. Mhm. Und also dieser Sauber C5 damals, so schön das war bei Sauber und die ganze Atmosphäre und überhaupt und auch das Auto und optisch sowieso, aber schön zu fahren war es nicht, muss ich schon sagen. Also es war nicht schön zu fahren. Das war nicht Saubers bester Wurf. Mhm. Der kam dann später und den durfte ich ja dann auch fahren. Das war auch toll. Aber Formel 3, das war tatsächlich für mich auch erstaunlich, dass ich da überhaupt reingepasst habe. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe da nicht reingepasst. Wir sind grundsätzlich die Schweizer Meisterschaft gefahren mit 3 Toyotas, wieder von Heini Mader. Der hat erstens die Motoren gemacht und zweitens aber auch damals das Importrecht gehabt für die Toyota Formel 3s. Okay. Und diese Toyotas, das war einfach nichts im Vergleich zur Konkurrenz. Aber das ganze Paket hat halt gestimmt mit Heini Mader, mit Sauber, also es war alles, für alle Beteiligten war das finanzierbar und machbar und der Heini war großzügig und insofern war das alles super. Und dann sind wir hauptsächlich die Schweizer Meisterschaft gefahren, aber wir sind auch ein paar Europameisterschaftsläufe gefahren und das war natürlich ein Highlight. Ne? Die Europameisterschaft damals ist das, was, ich würde sagen, es war sogar besser als das, was heute diese Formel 3 Meisterschaft da in der Formel 1 ist. Ja. Das war eine Riesenveranstaltung. Ja. Und da sind wir nach Vallelunga ganz am Anfang der Saison. War da, ich meine, das war der Auftakt der Formel 3 Europameisterschaft damals. Und ja, also ist halt so. Ne? Waren wir alle 3 Fahrer, die wir da bei Sauber gefahren sind wir da losgefahren. Und da waren eine riesige Anzahl von Autos. Mhm. Wir waren, ich meine, wir waren irgendwas um die 60 Fahrzeuge oder was, 2x30. Also es war im Qualifying, es war unglaublich. Und wir kommen da die Boxenstraße runter und da wird einer nach dem anderen auf die Strecke geschickt. Am Anfang der Session. Und dann habe ich mir gedacht, was machen die da unten? Und dann haben die gemessen, die haben eine Latte gehabt, irgendeine Eisenstange, und die haben sie am hinteren Überrollbügel angelegt und haben die vorne auf den vorderen Überrollbügel gelegt. Und wenn dein Kopf unter dieser Linie Platz gehabt hat, dann ging's. Ja. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, das schaffe ich nie, das schaffe ich im Leben nicht, das ist unmöglich. Können Sie mit der Stange auf den Kopf hauen. Und dann habe ich das Gurtschloss geöffnet und bin so runtergerutscht. Und dann hat er die Latte da draufgelegt und alles
bestens, gut, aber ich konnte das Schloss nicht mehr zu. Also, ich habe das nicht mehr zugekriegt. Ne? Und bin direkt wieder zu den Boxen gefahren, da haben die mich wieder angeschnallt. Und dann habe ich wieder anständig drin gesessen. Also eigentlich war es ja das so unglaublich. Ne? Das war ja so gefährlich. Ja. Und wir hatten einfach, ja, irgendwie, der große Meister wollte, dass nichts passiert. Ne? Ja. Es war irre. Ja. Und dann hat alles funktioniert und ging alles gut. Und da habe ich zum ersten Mal den Alain Prost kennengelernt. Tatsächlich, da schon Form 3, ja. Ja, und ich war platt, weil Sauber hat dann schon den ersten Auflieger gehabt und ist mit diesem Auflieger zu den Rennen gefahren. Also einen richtigen LKW mit den ganzen Autos drin, nicht irgendwie auf dem Hänger oder sowas, nee, nicht. Und hat so ein Opel Blitz Zugmaschine, war da vorne dran. Heute zum Schreien, aber ja, es war halt so. Aber der Alain Prost, der wurde ins Fahrlager gefahren, das war ein riesen LKW. Von Renault, logischerweise, mit großer Renault-Zugmaschine. Und 2 Autos haben da gestanden für ihn, schön aufgebockt auf Arbeitshöhe, ne? Dass die Mechaniker sich nicht bücken mussten. Und der junge Herr Alain Prost ist da angewatschelt. Ich habe den Mund gar nicht mehr zugekriegt. Ne? Und der hat natürlich auch alles gewonnen, das ist klar. Vallelunga, das war nicht so ein Traumrennen für uns alle, meine ich mich zu erinnern. Aber einmal hatten wir dann doch einen Höhepunkt. Da waren wir in Ulm-Leipheim oder irgend sowas. Und da waren wir dann schon wesentlich besser unterwegs, haben die Autos viel besser gekannt und der Alain ist natürlich wieder weit vorne weggefahren und hat auch da wieder alles gewonnen, logischerweise. Der ist aber auch das gefahren, March oder was damals das schnellste war, ich weiß es gar nicht mehr. Aber immerhin, also wir waren, ich kann mich erinnern, ich habe damals auf dem 4. Platz gelegen. Und das fand ich jetzt eigentlich ziemlich prickelnd, das fand ich ziemlich gut, das hat mir auch dann gut gefallen. Das war aber mein einziges Highlight im Formelsport. Und irgendwann hat es einen riesen Knall getan, einen richtigen Schlag hat es getan. Und dann hat sich ein Pleuel verabschiedet und es war so ein Loch im Block. Und also da wurde dann aus diesem 4. Platz leider doch nichts, schade. Ja, okay. Aber das war eine tolle Erfahrung mit dem Besten der Besten damals. Und dann kam die Zeit Sauber M1, beziehungsweise ich dann bei Witwer. Der hat gesagt, also ich will jetzt schon noch sehen, ob du wirklich so schnell bist, wie man den Eindruck hat. Wir gehen jetzt an Salzburgring, gehen wir testen. Und dann waren wir am Salzburgring testen und das ist ja eine einigermaßen eindrückliche Strecke, insofern als sie einen Teils schnell ist und anderen Teils keine Auslaufzonen hat und nichts. Also das ging schon richtig zur Sache da. Und dann am Schluss hat er gesagt, doch, ich glaube, das passt. Wir fahren die Saison zusammen. Und mit ihm bin ich dann Schweizer Meister geworden. Okay. Aber nicht mit Sauber. Hat sich Peter Sauber schon geärgert? Also weiß ich nicht. Der Peter war... Was schön war, ist, dass wir haben da immer einen guten Kontakt weiter behalten. Und ich habe mich gefreut, wenn es bei ihm gut lief in M1 und er hat sich gefreut, wenn es bei mir gut lief und wie ich dann Schweizer Meister wurde. Das war schon okay. Aber wieso hast du das dann beendet und bist du nicht weitergegangen?
Nee, ich bin, ja, also eine wichtige Frage noch. Hast du dann nebenbei eigentlich studiert noch? Oder war das schon mehr oder weniger hauptberuflich Rennfahrer und hast du so ein bisschen durchs Leben geschlagen? Ja, also wie ich dann Sportwagen begonnen habe zu fahren, da habe ich nicht mehr studiert. Ja, okay. Da habe ich zuerst bei meinem Otto Detwiler gearbeitet, zuerst so als Freelancer gearbeitet und später hat er gesagt, komm du überhaupt zu mir arbeiten, du kannst dann mal meinen Betrieb übernehmen. Da habe ich gedacht, ja, also so schlecht ist es gar nicht, das finde ich noch gut. Das hat sich aber als ganz schwierig herausgestellt, weil der Otto, der war ein genialer Charakter. Ich habe ihn geliebt, aber er war natürlich ein Eigenbrötler. Und das von wegen Betrieb übernehmen, das ist gar nie in die Tüte gekommen, weil er konnte das gar nicht. Er konnte nicht delegieren, er konnte nicht loslassen. Ja, okay. Und dann am Schluss haben wir das dann nicht gemacht. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich gearbeitet in der Bauer-Kassenfabrik. Und die Bauer-Kassenfabrik, das war ein Nebenprodukt von Kaber, und Kaber, die haben Schließanlagen gebaut. Und die Bauer-Kassenfabrik, die haben Stahlbüromöbel hergestellt und Kassen- und Panzerschränke und schusssichere Schalteranlagen. Was man so braucht. Was man so braucht, genau. Und ich habe da im Verkauf gearbeitet und das war insofern spannend, als ich gelernt habe, solche schusssicheren Schalteranlagen zu designen. Also ich musste alles machen, musste das verkaufen, ich musste es zu Papier bringen, ich musste es berechnen. Dann hat man das abgesegnet und dann musste ich beim Einbau wieder dabei sein, und das war schon so ein bisschen technisch und ein bisschen verkäuferisch auch. Ich habe da auch so Verkaufskurse dann gemacht, die einfach so meinen Horizont ein bisschen erweitert haben. Ich kann sagen, wirst du nachher gut gebraucht haben bei Bernie Ecclestone. Genau, das war tatsächlich gut. Und dann habe ich Maschinenbau studiert vorher, und das war aber ganz gezielt. Also ich war kein Mathe-Genie in der Schule, nie. Aber mein Vater hat mich natürlich oft gefragt, wie geht es denn weiter jetzt nach der Matura? Was soll denn daraus werden? Und dann, das wusste ich eine Ewigkeit lange nicht. Und plötzlich hat es bei mir so wie Klick gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich studiere Maschinenbau. Aber nicht, weil ich irgendwo Ingenieur werden wollte, irgendwo in einer der hochwohllöblichen Manufakturen, die es da gegeben hat und zum Teil immer noch gibt in der Umgebung von Zürich. Nee, um mir das Fachwissen anzueignen, was Automobiltechnik und Motorenbau anbetrifft. Ja, okay. Das war mein Hintergrund. Und wie ich gesagt habe, ich würde gerne Maschinenbau studieren und mich meine Eltern da unterstützen würden, da sind die vom Hocker gefallen. Die haben gesagt, du Maschinenbau, du verstehst ja, du kannst da kaum rechnen. War der ältere richtige Motivator. Was vielleicht ein bisschen ungerecht war. Aber ich war schon nicht das Mathe-Genie, das stimmt. Obwohl es immer besser wurde, je weiter fortgeschritten, dass wir damals dass wir waren in der Ausbildung, fand ich das immer faszinierender. Und das war für mich wie ein Sechser im Lotto dann für später eben. Weil ich habe tatsächlich verstanden, wie ein Motor funktioniert. Ich habe verstanden, was man machen kann, dass er besser funktioniert. Ich habe die Dynamik eines Autos begonnen zu verstehen. Und das war schon richtig, das war richtig gut. Das war cool. Aber dann ebenso Verkaufskurse dann zu machen, das war für mich auch genial. Und dann war ich wahrscheinlich nicht ganz unmusikalisch, weil ich war gut in Sprachen. Und das war wahrscheinlich überhaupt der Trigger schlechthin. Aus meiner
meinen Rennfahrerambitionen dann letztendlich mehr zu machen. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, aber das sind tatsächlich so 3 Standbeine, verkaufen können. Sprachen ist tatsächlich, glaube ich, der Schlüssel inzwischen auch. Ne? Ja, das war tatsächlich so. Und früher war das noch nicht so selbstverständlich, ne? Dass du viel sprechen konntest. Nein, und also ich bin ja dann wieder mit Peter Sauber zusammengekommen. Ne? Also ich glaube 80 war ich Schweizer Meister und 81 bin ich nochmal für Witwer gefahren, aber dann da hat er irgendwas an seinen Motoren gebaut, weil er noch mehr Power haben wollte und da ist uns ein Motor nach dem anderen um die Ohren geflogen, bis ich hatte sowieso kein Geld und bis er auch kein Geld mehr hatte und dann haben wir die Saison irgendwann abgebrochen und dann, das war dann 81, genau. Da ist der Peter Sauber dann, meine ich, schon mit diesem Seger Hofmann M1 da unterwegs gewesen, was ja teils ein faszinierendes Auto war, aber trotzdem ein bisschen ein Desaster. Und dann hat er begonnen, den C7 zu bauen. Das war so der erste C1 Sportprototyp, der in seiner Manufaktur gebaut wurde. Das ja immer ein Wahnsinnssprung ist als privates Team. Ja, das war tatsächlich ein eigenes Auto. Ne? Ja. Also der Seger Hofmann war ja auch schon ein eigenes Auto eigentlich. Ja. Ne? Das war ja eine Gruppe 5 Dingen und da war ganz viel Prototypen Ähnliches war da. Ne? Das war einfach ein M1-Motor und das Ding hat ein bisschen M1-mäßig ausgeschaut, aber da hat man schon viel gelernt. Aber das war dann eigentlich nochmal ein Schritt mehr, ne? mit diesen verklebten und vernieteten Aluplatten Chassis zu bauen. Das war ja damals das Nonplusultra. Von ganz stark gepusht und entwickelt von Norbert Singer, mit dem ich nachher viel zu tun hatte. Das war ein Riesensprung für Sauber. Das darf man wirklich, da muss man einen Hut vorziehen. Und das war für ihn, also ich habe gesagt, er kommt aus einer wohlhabenden Familie, das kann er tatsächlich, aber das war jetzt nicht so, dass sein Vater ihm die Kohle hinterhergeworfen hat, also überhaupt nicht. Er musste sich das alles alleine erarbeiten und er musste es irgendwie gangbar machen. Das hat er mit seiner Straßenautovertretungen teils gemacht, aber andernteils wollte er natürlich schon in allererster Linie Rennautos bauen und einsetzen. Und insofern, das war ein Rieseninvest in diesen C7, ne? C7. Ja. Aber damals war noch kein Mercedes, überhaupt kein Mercedes. Er wusste lange nicht, was für ein Antriebsaggregat stecken wir denn jetzt in diesen C7. Und da war halt die Nähe zu diesem BMW und M1 aber BMW, die wussten nicht, wollen wir noch oder haben wir schon, oder das war schwierig. Und der Heini Mader wieder, einmal mehr, hat diese BMW-Motoren, diese M1-Motoren irgendwie eine Lizenz gekriegt, diese M1-Motoren zu revidieren. Okay. Und zum Teil meine ich auch neu aufzubauen. Und über diese Businessbeziehung, aber auch Freundschaftsbeziehung natürlich inzwischen längst, hat man sich dann entschieden, in diesen C7 ein BMW-Aggregat, so ein M1-Aggregat zu geben. Und das war einteils super, weil so ist dieses Ding wenigstens gefahren. Und es war auch ganz schön schnell unterwegs. Aber wir haben natürlich gegen die Porsches keine Chance. Überhaupt keine Chance. Überhaupt nicht.
Aber das war für mich eine spannende Zeit und zwei Dinge waren gut und haben mir wieder weitergeholfen. Erstens, dem Peter Sauber ging das Geld aus und man musste dieses Auto testen. Und dann hat er gesagt, willst du dieses Auto testen? Ich habe keinen anderen und ich bezahle auch nichts, weil ich konnte nichts bezahlen. Und ich habe für mich gedacht, boah, scheiße, dass du mir nichts bezahlst, aber eigentlich ist mir das komplett egal, also wenn ich nur in das Auto reinkomme. Und dann waren wir mit dem Auto immer wieder beim Testen. So konnte ich weiterfahren und bin, ohne dass ich was zu tun musste, bin wieder eine Stufe höher gestiegen, was die Autoklasse anbetrifft. Ne? Und das war natürlich eben halt mein Ziel. Ich wollte Sportprototypen fahren. Das war mein großes Ziel. Und das Zweite, was gut war, ein guter Zufall war, Peter Sauber hatte keine Ahnung von irgendeiner Sprache außer Schweizerdeutsch und ein ziemlich Schweizerdeutsch angehauchtes Hochdeutsch. Also wenn man die Interviews noch im Ohr hat, das hat glaube ich jeder von uns. Ja. Und da hat er, und das waren auch tolle Zeiten, da hat er mich viel machen lassen und ich habe ihm auch viel helfen können und so sind wir immer näher zusammengewachsen. Was war da deine Berufsbezeichnung? Teammanager? Nicht so richtig. Ne? Nee, eigentlich hatte ich gar keine. Teamassistent. Also einteils war ich Testfahrer für ihn und andernteils war ich so ein halbes Dampf in allen Gassen. Gute Seele des Teams. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie ja, okay. Sowas. Ne? Aber ich glaube, du hast damals schon so ein bisschen den Ruf, was ihm auch nicht gefallen hat, weiß ich nicht, das vielleicht mit dem Augenzwinkern kolportiert, dass ohne dich da auch nicht so richtig was ging. Ne? Du hast die Verträge mit übersetzt, gedolmetscht, warst überall dabei und das ist aber schon ganz gut eigentlich. Ne? Also das war nachher, aber viel später war das sicher ein Thema, mit Sicherheit. Aber damals war das noch nicht so wirklich ein Thema. Mhm. Also da ist tatsächlich so eine Art Freundschaft entstanden. Natürlich war das Business am Anfang, aber man hat sich halt immer mehr gefunden. Mhm. Und was spannend war, ist, ich hatte meinen Charakter, ich war oder bin 10 Jahre jünger als der Peter und ich wollte immer mit dem Kopf durch die Wand und für mich war nichts unmöglich. Also das war meine Einstellung, mein Charakter, meine Art, ins und durchs Leben zu gehen. Und der Peter, der war eher zurückhaltend, hat immer eher die Dinge, was negativ gesehen ist, ein bisschen ungerecht ihm gegenüber. Aber er war eher der Zauderer und ich war eher der Draufgänger. Mhm. Und das war aber damals eine tierisch gute Mischung. Weil oft brauchte es ihn, mich einzubremsen und oft brauchte es mich, ihn anzutreiben. Mhm. Und das war eine wunderbare Kombination. Eigentlich war das wie Faust aufs Auge. Das war tierisch gut. Und dann mussten wir, also irgendwann eben, wir hatten kein Geld. Und das Auto, wenn das Auto verkauft werden soll, muss es fahren, um zeigen zu können, dass dieses Auto was kann. Also der Plan war, Rennwagen zu bauen in Serie und die zu verkaufen. Genau. Okay. Das war der Plan. Waren wir glücklich mit diesem M1-Motor? Nein, aber am Anfang mal schon, weil ja, das Ding ist ja gelaufen. Ja. Und das war gar nicht, das war eigentlich ein gutes Auto. Ich durfte dann das immer wieder mal fahren. Aber dann ging es darum, natürlich am Ende des Tages spannend war immer Le Mans.
Peter Sauber war bis dahin schon 2 oder 3 Mal in Le Mans mit seinem C5. Und da bin ich nie zum Handkurs gekommen. Das konnte dann auch nicht, weil man brauchte einteils schnelle Leute, andernteils erfahrene Leute, aber auch Leute, die halt eben bezahlen konnten. Und mit Harry Blumer und mit Eugen Strehl, das waren erfolgreiche Unternehmer und die hatten genug Geld. Und dann war da Marc Sucher, der da mal gefahren ist, und da bin ich immer durch den Rost gefallen, logischerweise, das ist klar. Ich konnte kein Geld bringen und der Marc war der Superstar und ich war natürlich in dem Sinne nicht der Superstar, ist ja logisch. Aber dann ging es um Le Mans, das war dann 1983. Und wie schafft man das? Und dann, das war Peter Saubers Verdienst. Ich hatte da keine Aktien drin, aber irgendwie wurde er angefragt von 3 Mittelamerikanern. Einer aus El Salvador, einer Honduras, meine ich, und einer noch irgendwo da in der Mitte. Und die 3 zusammen, die wollten Le Mans fahren. Und die haben angefragt, ob sie das mit diesem Auto tun könnten und ob wir den Einsatz machen würden. Und da haben wir gesagt, ja, klar, machen wir. Und dann wurden Preise ausgemacht und dann war das Projekt. Und da wurde ich das erste Mal so ein bisschen Teammanager-mäßig auch eingesetzt. Also ich musste da das erste Mal schon in Le Mans was organisieren. Und das war das zweite Mal übrigens, als ich was zu tun hatte in Le Mans. Okay. Mein allererstes Le Mans, das war, ich meine, es war 75. Da ist der Gerd Maurer und der Christian Beetz und der Eugen Strehl, klar. Die 3, die sind Le Mans gefahren auf einem Gruppe 3 Carrera RS. Also das Auto, was ich auch, genau. Ja. Und da haben die mich gefragt, ob ich dabei wäre, also die 3 Männer, die haben das alles finanziert, ob ich dabei wäre, das Rennen in irgendeiner Charge in diesem Team mitzumachen. Und dann habe ich logischerweise gesagt, ja. Ich habe als Mechaniker damals oft ausgeholfen bei diesem Otto Detwiler und seinem damals wichtigsten Mitarbeiter, dem Peter Baumann. Und habe da Getriebe auseinandergenommen und zusammengesetzt und dem Peter selber geholfen, Motoren aufzubauen und dem Peti Baumann bei den Reparaturen an den Autos geholfen, Motoren einbauen, Motoren ausbauen. Was auch toll war für mich. Ne? Ich habe die Autos innen auswendig gekannt. Das war schon eine spannende Zeit. Und dann haben wir das Auto vorbereitet in Le Mans. Und während des Rennens dann habe ich in Mulsanne gestanden. Damals noch eine 90-Grad-Kurve mit Telefonen drin, wo man kurbeln musste. Und dann hat es geschellt oben in den Hauptboxen oben. Hat das Telefon geklingelt. Und so habe ich dort 24 Stunden verbracht. Und die haben immer gesagt, es geht doch endlich schlafen. Und ich habe gesagt, nichts ist. Ich bin da, um zu arbeiten. Und damals haben wir diese Gruppe 3-Klasse, die haben wir damals gewonnen. Das weiß ich noch. Und das war dann, so 8 Jahre später oder was auch immer, war das quasi mein zweiter Einsatz. Ich war schon immer wieder in Le Mans, aber nicht aktiv. Aber damals, das war dann schon aktiv.
3 Südamerikaner, die sich in einem Auto einkaufen, das erinnert so ein bisschen an diese Whittington-Brüder bei Kremer. Ja. Weiß man, was die gemacht haben beruflich, oder? Waren die auch du fasst dir in die Nase. Ja, nee, die Sache war glasklar. Drogen war ein riesen Geschäftstreiber für den Motorsport damals, oder? Also auch der amerikanische Motorsport, sagt man, ist, glaube ich, fast die Hälfte ist von Drogengeldern finanziert. Ne? Ganz stark damals so finanziert worden. Ja. Und die auch, die waren zu dritt. Der eine, da weiß ich den Namen nicht mehr, eigentlich weiß ich den Namen sowieso nur noch von einem. Aber der eine war auch ein schlechter Fahrer, der war wirklich nicht gut. Und dann gab es einen zweiten, der war okay, aber auch keine Granate. Aber was sich da herausgestellt hat, das war ein Mafioso, glasklar, ganz klar. Der hat mit Sicherheit Drogen gedealt und der hatte, glaube ich, auch eine Waffe dabei. Wir sind später dann mit denen nochmal gefahren in der IMSA in den USA. Und der hat immer eine Waffe dabei gehabt. Also der Fall war glasklar. Ja. Und der dritte, und das war mit Abstand der schnellste, der war wirklich schnell und der war wirklich gut und der hieß Montoya. Ja, okay. Und also mit dem haben wir dann auch den seriösesten Kontakt gehabt, auch während des Rennens in Le Mans und später dann in Amerika. Das waren immer gute Gespräche und der hat auch von Autos was verstanden, hat vom Abstimmen der Autos was verstanden. Er war einfach gut. Und dann irgendwann einmal ist er zu mir gekommen und ich glaube, der Peter Sauber war auch dabei. Und dann hat er gesagt, dass ich sage euch eins. Wenn ihr einen guten Fahrer wollt, dann hätte ich einen. Ja, wer ist denn das? Das ist mein Neffe. Der heißt auch Montoya und ich garantiere euch, der wird Formel 1 Weltmeister. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya. Tatsächlich. Ich kriege Goosepickles. Wenn ich auch. Es war irre. Den habe ich aber damals nie kennengelernt und ich habe ihn auch später, ja, man hat dann sich halt gesehen und Handshake und was weiß ich nicht was. Aber das hat ihn, den Juan Pablo, dann nicht so wirklich interessiert. Die Geschichte seines Onkels. Das ist die Geschichte seines Onkels. aber sich von der Mafia fernhalten. Aber der war gut. Ja. Der war gut. Ja. Und dann sind wir gestartet, ich weiß es nicht mehr, 18, 19, 20 Porsches und ein paar Nicht-Porsches und unter anderem eben dieses Sauberauto. Und mit dem M1-Motor, also wir sind einfach durchgefahren. Wir sind einfach ständig gefahren. Hatten nicht das kleinste Fitzelchen, wo es länger ging, als was im Boxenshop einfach gehen durfte. Peter Sauber hat gesagt, wir zwei machen Rundenkontrolle. Und das war ja ganz wichtig, weil damals gab es keine Messungen und also du hast irgendwie rausgefahren übers Training, wie viele Runden das du wahrscheinlich fahren kannst. Und das war es dann auch. Und du durftest einfach auf der langen 13 Kilometer plus Strecke durftest du einfach nicht eine Runde zu spät reinkommen, weil du bist nicht mehr reingekommen. Genau, ja. Eine einige Lied von denen singen. Genau. Und dann weiß ich, Peter Sauber und ich, wir haben an einem Reifenstapel uns angelehnt, die Tabelle mit so einer Metallunterlage, wo wir die Striche gemacht haben. Jedes Mal, wenn er durchgefahren ist, haben wir einen Strich gemacht. Kann 24 Stunden lang werden, oder? Genau. Und der Sound von diesem M1-Motor, der war natürlich schon, den hast du immer kommen und gehen gehört. Und irgendwann, es war schon dunkel oder gerade so am Eindunkeln,
da ist er vorbeigefahren. Und der Peter Sauber hat Zeit seines Lebens, wie ich ihn gekannt habe, eine Gabe gehabt. Er konnte, wo er steht und geht, konnte er einschlafen. Ja. Und dann ist er vorbeigefahren und dann habe ich den Peter angeschaut und dann hat der Peter geschlafen. Im Stehen geschlafen. Da habe ich gesagt, hey, der ist vorbei. Und dann hat er gesagt, wie, der ist vorbei? Und dann habe ich gesagt, ja, unser Auto ist gerade vorbeigefahren. Und dann sagt er, ach, dummes Zeug, erzähl mir nicht so ein dummes Zeug. Und dann habe ich gesagt, Peter, er ist vorbeigefahren. Also, du hast geschlafen, ich habe nicht geschlafen und er ist vorbeigefahren. Und dann hat er gesagt, wehe, wenn der zu früh reinkommt, dann weißt du, was es geschlagen hat. Dann habe ich gesagt, der kommt nicht zu früh rein. Aber eins ist sicher, wenn wir ihn nicht reinholen, dann, wie die Sache war, dann kommt er nie mehr. Ja. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, na gut, also ich ziehe ihm die Ohren lang, wenn er nicht recht haben sollte, aber wenn er recht haben sollte, wieder erwarten, dann, und es war natürlich genauso. Und das Prozedere, das hat sich noch zweimal abgespielt, über die Nacht. Auch jedes Mal mit Diskussion? Ja, jedes Mal mit Diskussion. Jedes Mal mit Diskussion. Die ärgste Diskussion das erste Mal, aber auch die anderen zweimal dann noch mit Diskussion. Und das Schöne an der ganzen Geschichte war Porsches Reaktion auf unseren. Ich war immer der Meinung, es sei der 7. oder 8. Platz gewesen, aber ich glaube, es war der 9. Platz, weil Porsche die haben ja immer ein Plakat gedruckt, nach jedem genau. Weltmeisterschaftsrennen. Ja. Und das war das Plakat, großer Titel, Nobody is perfect. Und dann 1., 2., 3., 4., 5. bis 8. Porsche, dann Sauber BMW und dann bis 16 wieder alles Porsches. Und das hat was losgetriggert, das war unglaublich. Also erstens fand ich die Werbung, ich finde es heute noch. Es ist immer noch geil. Es ist immer noch geil. Ja. Es war irre. Der die Idee gehabt hat, das war unglaublich. Und so haben dann natürlich unsere Kunden haben sich auch gefreut, weil das war schon so in die Phalanx der Porsches einzufahren. Mhm. Das war schon ein Achievement. Und das war dann letztendlich auch der Trigger dafür, dass die gesagt haben, wir kaufen zwar das Auto noch nicht, aber wir haben Interesse und wir würden jetzt eigentlich gerne die IMSA-Serie fahren, aber ihr müsst den Einsatz machen und das Auto rüberbringen und dann fahren wir mal Daytona und Sebring ganz sicher und dann schauen wir weiter. Ob wir es kaufen oder ob wir es nicht kaufen. Und da haben wir gesagt, es bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu machen. Es war nicht gut bezahlt, aber es hat gerade so gereicht. Und das war irre spannend für alle von uns. Peter Sauber war noch nie in Amerika. Ich war zwar schon in Amerika, aber natürlich noch nie beim Rennen. Und die Amis waren damals schon geile Typen, so wie sie es heute noch sind, also vor allem wenn es um Motorsport geht. Und haben uns willkommen geheißen, the Swiss Guys. Und dann haben wir irgendwo in Miami, kann ich mich erinnern, haben wir einen Workshop angemietet. Das haben aber diese Kunden haben das organisiert. Wieder die 3 gleichen. Ne? Und der Ersatzfahrer war ich. Das war ja auch noch eine Frage, ob du in Le Mans heimlich mal einen Helm wenigstens dabei hattest,
falls ein Fahrer ausfällt, dass du ins Cockpit hättest steigen können? Also damals noch nicht, später dann schon. Okay. Das aber ist wo ich definitiv Traum vor der Nase, ne? Ja, das war tatsächlich der Traum vor der Nase. Und was in diesem Le Mans-Jahr mit dem C7, was Peter Saubers Meinung war oder unsere aller Meinung, wir müssen mehr Promotion machen. Wenn das Ding nur in Le Mans fährt, das reicht einfach nicht. Und wir müssen noch weiter testen gehen und wir müssen vor allem das Auto zeigen im Rennen. Und dann dann habe ich gesagt, das 1000 Kilometer Rennen von Fuji, das wäre noch was. Und dann am Ballabio hat es damals gegeben, der wurde von Walt Disney gesponsert, ein Italiener. Und Fulvio Ballabio hieß er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. War ein kleiner Kerl und der hat ordentlich Geld mitgebracht, dass das Auto eben im Fuji eingesetzt werden kann beim 1000 Kilometer Rennen. Und da hat Peter Sauber gesagt, Max, ich kann dir nichts bezahlen, ich bezahle dir nichts, musst auch die Reise selber bezahlen. Aber da könntest du fahren, wenn du magst. Und dann bin ich dort mit dem Fulvio dieses 1000 Kilometer Rennen gefahren und da waren wir richtig nicht schlecht. Ich meine, wir wären 7. gewesen am Ende. Das war ein tolles Rennen. Das war gut. Das war spannend. Neues Land, neue Strecke. Klar. War Hammer. Wie fandst du Fuji? Ist, glaube ich, eine sehr schnelle Strecke, oder? Ja, und also heute ist das Firlefanz daneben. Das war früher, die war viel länger, die Strecke. Heute haben sie nach dieser ewig langen Geraden, da gibt es eine Rechtskurve und dann eine Linkskurve und dann ging es noch da in die Walachei raus, noch eine Ewigkeit lang. Das ist wie Hockenheim damals. Und ja, genau. Und hinten den Berg hoch, so eine Spitzkehre und dann den Berg hoch und oben und hinten wieder runter. Also ewig und saumäßig schnell. Ja. Und heute nach dieser rechts nach Stadtenziel und dann die links geht's ja jetzt so in ein paar Kurven, so im Geschlängel geht es den Berg hoch. Und dann oben auch wieder in diese Gerade rein. Die ist jetzt nicht mehr ganz so lange, aber sie ist immer noch sehr lange. Das war tierisch spannend. Anyway, eben 84 dann IMSA. Eben eine Riesengeschichte natürlich. Begonnen haben wir gar nicht in Daytona, meine ich. Weiß es nicht, aber es war noch ein Rennen in Miami, kann ich mich erinnern. Und dann Sebring, diese 3 Rennen waren das. Und Miami war ein Straßenkurs, irgendwas Verrücktes, irgendeine Allee runter und wieder und auf der anderen Seite wieder hoch und in der Mitte die Palmen. Und das war eine Riesenschau. Also wir sind diese 3 Rennen gefahren und da hatte ich dann einen Helm dabei. Da hat Peter gesagt, da nimmst du mal all dein Zeug mit, wenn da einer aussteigt. Und eben der Dritte im Bunde, das war ja sowieso so ein bisschen, also der hat halt Geld bezahlt, aber der war einfach wirklich nicht schnell genug. Und dann sind wir... Du bist aber nicht zum Einsatz gekommen? Doch, ich bin in Sebring zum Einsatz gekommen, aber nur im Training. Ich meine sogar nur im freien Training. Aber also long story short, wir hatten einen Motorschaden da. Ja. Und dann konnten wir irgendwie nicht mehr wechseln und irgendwie konnten wir das. Und da hätte ich aber zum Einsatz kommen sollen, weil einer nicht mehr wollte. Ich meine eben dieser berühmte Dritte. Und da habe ich auch im Auto gesessen und das war eine Riesenerfahrung, weil Sebring war damals schon speziell.
Und es ist heute immer noch so wie damals. Mit diesen ganzen Betonplatten, die da, es war unglaublich. Und was die alle gesagt haben und damals schon so war und heute übrigens immer noch so ist ein bisschen more sophisticated, aber die haben einfach, da hat jeder seinen Grill gehabt und hat da sein Fleisch gebraten. Und da war in einem Streckenabschnitt war so ein Nebel von diesen ganzen Grills, dass du bist in eine Wand reingefahren und hast nichts mehr gesehen. Also du wusstest halt, wo es lang geht, aber gesehen hast du nichts. Es war irre. Und die haben gesagt, und lass dich bloß nicht ablenken, weil die ganzen Weiber, die strecken dann immer ihre Titten raus. Und das war tatsächlich so. Wirklich? Es war tatsächlich so. Es war irre. Es war irre. Es war eine... Strichst du Stücke angehalten? Ja, klar. Ich glaube, der Schnitzel hatte da den einen oder anderen Unfall, weil er zu genau hingeguckt hat. Das war irre. Das war gut. Und auch die Zeit. Und dann sind wir natürlich, ein paar sind hin und her geflogen. Und ich bin mit Peter auch einmal hinterher geflogen, aber dann sind wir eine ganze Zeit sind wir in Amerika geblieben. Und die Mechaniker haben das Auto vorbereitet und denen haben wir so ein bisschen über die Finger geguckt. Und dann hatte ich aber ein schönes Erlebnis mit Peter Sauber, muss ich sagen. Wir sind, Republic hieß die Airline, und die haben so ein Ticket gehabt, was man kaufen konnte, über einen Monat, meine ich. Und da konntest du, du hast einen fixen Betrag bezahlt, und solange du immer vorwärts geflogen bist, konntest du so lange fliegen, wie du lustig warst. Und da haben wir so einen Trip gemacht durch USA und sind dann viele Orte geflogen, und unter anderem in diesem Zug auch in New Orleans. Und ich hab mal als Junge, bis ich mich dann entschieden habe, wirklich Motorsport zu machen und nicht die Musikerkarriere einzuschlagen, habe ich mal eine Weile lang Musik gemacht und Schlagzeug gespielt und eine Band gehabt und sind auch aufgetreten und was weiß ich nicht was. Und für mich, New Orleans, das war für mich ein Traum. Ja, klar, die Jazz-Hochburg. Ja, es war irre. Es war absolut irre. Ja. Aber das muss man sich, also Peter Sauber und ich, wir haben eine Ewigkeit lang immer das Hotelzimmer miteinander geteilt. Immer. Wir sind logischerweise nur Economy geflogen. Wir haben immer das Hotelzimmer miteinander geteilt. Ich war oft über viele Jahre sein Chauffeur. Er hat es gehasst, wenn ich ihn irgendwo hingefahren habe. Er ist selber nicht gerne gefahren, Zeit seines Lebens lustigerweise. Ja, echt? Ja. Und hat gerne nebendran geschlafen. Und er hat es gehasst. Er hat gesagt, du fährst viel zu schnell und viel zu ruppig und viel zu schnell auf die Ecken zu. Hauptsache meckern. Aber ja, ein bisschen schon, aber jetzt muss ich aber auch fair sein. Also ich glaube, wenn ich daneben gesessen hätte, ich hätte es auch nicht wirklich gemocht. Okay. Und da musste ich wesentlich älter werden, bis ich das besser konnte. Und dann am Ende des Tages haben die sich dann tatsächlich entschieden, das Auto zu kaufen, und wir waren heilfroh. Weil dann war wieder ein bisschen Geld in der Kasse, und das war toll. Aber ich meine, das habt ihr gleich in die Entwicklung des nächsten Autos wieder gesteckt. Ja, eben. Ja, genau. Und dann hatten wir natürlich erstens kein Auto mehr, und zweitens, wir haben gesehen, wie schwierig es war, dieses Auto am Mann zu kriegen. Ja, und es gab also nie eine Serienproduktion. Ne? Ja. Es gab das eine Auto und das habt ihr verkauft. Es gab das eine Auto und das haben wir verkauft, genau. Mit wie vielen Leuten wart ihr da eigentlich als Team? Mechaniker? In Le Mans weiß ich es nicht mehr genau, aber da waren es natürlich mehr. Ja, eben, weil da musste man
da musste man der Mannschaft haben in Mülsan und die Mannschaft war dann schon größer als das erste Mal, wie ich in Le Mans mit dem GT3 war oder mit dem Gruppe 3 Carrera. Lass uns 12, 14 Mann gewesen sein, irgend so was um den Dreh. Habt ihr das Auto noch weiterentwickelt unter der Saison oder so Kleinigkeiten oder war das? Nee, also ich kann mich an eine Testfahrt erinnern, das war aber vor der Saison noch. Da waren wir in Monza testen und der Johnny Cecotto war ein Testfahrer, wenn er denn Zeit hatte, den C7 zu testen und ich war der andere. Ja, okay. Und so haben wir uns kennengelernt und so hat sich auch eine Freundschaft gebildet, die dann lange, lange Jahre über gedauert hat, bis hin zu der V8 Star-Zeit. Und ich weiß noch, wir waren in Monza, waren wir testen, da 83 vor der Saison, oder vielleicht hat die Saison auch schon begonnen, aber wir noch nicht mitgefahren. Und da ist der Johnny gefahren und der musste dann gehen und dann zweiten Tag bin ich dann gefahren und da haben wir schon Verbesserungen gemacht am Auto, also das haben wir schon entwickelt und wie ich gesagt habe, das Auto das war alles andere als schlecht. Also wenn ich sage, der C5 war ein Auto, was nicht schön war zu fahren, dann war der C7 ein Auto, was schön war zu fahren. Okay. Aber wir hatten einen Heckflügelbruch aus der Parabolik heraus. Das war auch noch so ein bisschen ein spezieller Moment, wie plötzlich die Stütze, entweder ist die Stütze gebrochen oder der Heckflügel hat sich von der Stütze verabschiedet. Ich glaube, das war's. Und dann plötzlich ging das Auto so in die Luft hoch. Wirklich so? Ah, okay. Ja, und ist dann aber Gott sei Dank wieder so nach vorne runtergeknallt. Aber das war eigentlich das Einzige, was wir hatten. Sonst war das Auto war gut. Auch eben in Fuji, das war okay. Insofern haben wir das schon ein bisschen weiterentwickelt, ja, aber natürlich niemals so, wie man es hätte sollen. Ja, wir hatten keine Chance gegen die Porsches. Da der Windkanal war. Wart ihr damit im Windkanal mit dem Wagen? Ja. Wir waren in Emmen, das ist da bei Luzern. Da hatte die Armee, oder hat, glaube ich, die Armee auch heute noch einen Windkanal, wo sie Flugzeuge drin testen. Okay. Jetzt ist ein Auto, wie wir wissen, nicht wirklich ein Flugzeug und umgekehrt. Und das wurde dann irgendwann, aber viel später dann schon eckig, weil es hat halt zu viel gefehlt. Ne? Also sie konnten schon hohe Geschwindigkeiten fahren, erinnere ich mich, aber hatten keinen rollenden Boden und alles, was man halt da immer mehr erkannt hat, das hat es damals alles nicht gegeben. Also rollende Böden sowieso noch nicht. Porsche hat damals ja noch den vermeintlich modernsten Windkanal gebaut, den es damals gab und der hat keine Grenzschichtabsaugung gehabt, noch keinen rollenden Boden. Aber immerhin, er war für Autos ausgelegt und er war für 1:1 Modelle auch ausgelegt, was in Emmen nicht der Fall war. Ich meine, mich zu erinnern, das war ein 40% Modell oder irgend sowas, also noch relativ bescheiden klein. Aber für C7-Verhältnisse war das einfach das, was es für uns gab. Und sie haben immer für schöne Konditionen uns da eben testen lassen. Insofern war das für die damalige Zeit schon okay. Aber wie du richtig gesagt hast, dann war das Auto weg und ein neues Auto war nicht da. Und das nächste Auto zu bauen, oder ein zweites Auto aufzubauen, das war auch nicht wirklich intelligent. Umso mehr als es war eine spannende Konstruktion, weil sie dem Auto viel Steifigkeit verliehen hat. Aber da gab es aus Aluminium so Ausläufer,
nach hinten, links und rechts. Und da in der Mitte drin hat dieser 6-Zylinder-Reihenmotor gesessen. Und das war natürlich für diese Konstellation war das okay. Aber wenn du jetzt einen Chevy genommen hättest oder der Porsche schon gar nicht, das hätte einfach nicht gepasst. Ja, klar. Also man musste sich irgendetwas überlegen. Und dann ist man den C8 angegangen. Der Peter war das, der den Leo Ress kennengelernt hat. Und der Leo hat damals für BMW gearbeitet und ist in der Freizeit immer nach Hinwil gekommen und hat da an dem C7 schon gearbeitet und dann an dem C8. Und ja, so ist dann der C8 entstanden. Aber wir hatten keine Ahnung. Ich weiß noch, Peter Sauber und ich, wir haben zusammengesessen und ich habe ihn gefragt, hast du irgendeine Idee in Sachen Motor? Und er hat gesagt, ja, also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Noch einen Porsche mehr, das kann es jetzt auch nicht wirklich gewesen sein. Und arrogant genug zu sein, zu sagen, dass unser Auto dann besser ist als das, was Porsche selber baut. Auch schwierig. Ne? Schwierig. Ja. Und im Übrigen hat es schon Porsches gegeben oder Teambesitzer, die ihre Porsches dann umgebaut haben, die 956er, damals schon 962er, später dann auch. Und ja, was macht man? Und dann hat er irgendwann gesagt, ich hatte einen Kontakt zu Mercedes. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja gut, aber wie soll das denn gehen? Die haben seit 56, kein Motorsport, wissen die nicht mal mehr, wie man Senf von Motorsport schreibt. Wie man mit silberne Farbe erkennt. Genau. Ja, aber wir beide kennen die Geschichte. Also da war der Peter schon exquisit. Da war er fantastisch. Wie die Art und Weise, wie er gesprochen hat mit diesen Menschen da, allen voran der Hiret und der Witthalm und der Müller und der Butenschön. Das waren die damals. Der Hiret war Leiter der Entwicklung in Stuttgart. Und die haben da entwickelt eben und vorentwickelt auch vieles. Da gab es diese Bahn, diese Versuchsbahn. Diese Einfahrbahn da, ne? Die Einfahrbahn, genau. Mit der hohen Kurve. Mit der überhöhten Kurve. Und die waren geil, Motorsport zu machen. Die wollten Motorsport machen. Okay. Der Hiret allen voran, aber die anderen natürlich auch, die waren krank, die beseelt von dieser Idee, Mercedes zurückzubringen in Motorsport. Und der Peter Sauber hat sehr geschickt, und da habe ich nur ganz kleine Rolle gespielt, wenn überhaupt. Der Peter Sauber hat geschickt verstanden, diese Männer auf ihn zu fokussieren oder aber das war natürlich auch ein Give and Take, weil die hatten ja auch niemanden und schon gar niemanden, den sie Vertrauen haben konnten, weil wenn das aufgeflogen wäre, das hätte einen Riesenschlag getan und dann wären die erstens alle nicht mehr bei Mercedes gewesen und denen hätte man einfach den Strom abgeschaltet. Aber in Peter Sauber, und da konnte er eben auch verkaufen seine Seriosität. Ich habe ja damals den Spruch irgendwann mal kreiert: Wenn der aufrecht so sauber wäre wie der sauber aufrecht.
dann wäre die Welt eine bessere, oder? Ah ja, okay. Oder irgend sowas. Nie gehört, das ist gut, ja. Ja, dafür habe ich weiß nicht, mal sagen, dafür hat mich der Aufrecht nicht so wirklich gemocht, aber das stimmt nicht. Nee. Aber der Spruch, der ging so. Und das war Peter Saubers Stärke. Der konnte diese Mercedes-Mannschaft, diese Geheimmannschaft, konnte er für sich begeistern und umgekehrt. Und die hatten halt eben niemand anderen, in den sie Vertrauen haben konnten, und waren der Meinung, Peter Sauber konnten sie Vertrauen haben. Und das war auch so. Das war eine Zwangsgemeinschaft, die aber wunderbar gepasst hat. Und so haben die dann diesen berühmten V8-Motor gebaut. Peter Sauber, Leo Ress, und da kam dann der Rüdiger Feil auch ins Spiel. Die Karosserie gemacht hat, ne? Die Aerodynamik halt. Ja, genau. Und das hat gut gepasst mit dem Leo Ress. Ne? Der Leo war schon ein schlaues Köpfchen. Ne? Also über den Leo Ress, da lasse ich nichts kommen. Der Leo war gut. Der war gut. Und der hat natürlich auch nicht alles gewusst, aber der hat so das Ingenieurauge gehabt und hat die anderen Autos beobachtet und hat immer wieder was gefunden. Und da gab es diese eine Szene, die muss ich erzählen, die ist gut. Da waren die Porsches und dann je länger, je mehr auch dann die Jaguars. Ne? Ja. Und die Jaguars begonnen dann den Porsches um die Ohren zu fahren und keiner wusste, wie das geht. Wieso ist dieses Ding so schnell? Ja, das waren TWR-Autos, da muss ja irgendwas beschissen gewesen sein. Oder? Ja, das ist tatsächlich so. Da hätte ich auch noch eine gute Geschichte. Ja, alles raus damit. Alles raus damit. Da gibt es auch noch eine gute Geschichte. Erzähle ich auch gleich. Und wir wussten das einfach nicht, aber der Leo wusste es auch nicht. Und das hat den krank gemacht, den Leo, dass der nicht wusste, weil wir haben uns jetzt schon immer mehr an die Porsches angenähert. Da war schon ein Erfolg zu sehen, aber dann kam dieser scheiß Jaguar und wir wussten nicht, warum das Ding so... Und der Leo hat so eine Art gehabt, sich immer an diese Autos anzuschleichen. Und da der Leo... Also wir wussten natürlich, wer der Leo ist, logischerweise, aber viele aus den anderen Teams, die wussten nicht, wer der Leo ist. Ja, okay. Und der Leo hat nie irgendeine Uniform getragen. Ich habe übrigens eine Ewigkeit lang nie eine Uniform getragen. Wir waren einfach da in unseren Jeans und Hemden, irgendeine Jacke. Bei mir war sie sogar mal rot und bei Leo war sie immer dunkelblau. Und so konnte der sich immer auch physisch ganz nahe an diese Autos heranbewegen. Den hat nie einer aus der Box geworfen. Wenn er das noch mitgeschraubt hat. Ja, genau. Und dann ist ein Zufall passiert. Dann ist er einmal so nahe an so einen Jaguar rangekommen. Aber das war ein Zufall, dass sein Fuß ist irgendwie vorne unter die Karosserie gerutscht. Aber einfach so beim Gucken so. Ne? Und dann hat er gedacht, Scheiße, was fühle ich denn da unten? Das gibt's doch gar nicht. Und dann hat er erst realisiert, dass der Unterboden nicht flach war, bis vorne eben flach und dann die dicke Lippe oder irgendein Gurney vorne raus, sondern dass der nach oben offen war. Ach so, also dieses Swing-Thema. Genau. Ne? Dieses Ansage-Thema. Genau. Okay. Genau. Und dann hat er erst realisiert, dass das wahrscheinlich der Schlüssel ist zum Erfolg. Und hat begonnen, viel mehr Interesse und Know-how zu entwickeln für den ganzen Unterboden des Autos.
Klar wusste man, wenn du hinten den Tunnel hochziehst, dann das kreiert dann im Zusammenspiel mit dem Flügel kreiert das einen gewissen Sog. Ja, aber dass das mit vorne auch alles zusammenspielen musste. Und dann hat er das, ich weiß noch, wie er das dann erzählt hat und gesagt hat, mein Gott, wie doof war ich. Das hätte ich doch schon lange wissen müssen. Aber was für ein Zufall, oder? Ja, es war wirklich ein Zufall. Ja. Es war wirklich ein Zufall. Die allererste Begegnung war ein Zufall. Nachher natürlich dann nicht mehr. Dann hat er dann schon genau hingeschaut. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und zu TBR, gibt es da sonst noch was zu erzählen? Ach so. Ja, also ich meine 84, da wusste ich, meine Karriere war so irgendwie in der Sackgasse und ich war nicht wirklich glücklich und ich wäre gerne noch weitergefahren und war der Meinung, ich kann auch noch und kann auch noch schneller und ich habe immer gedacht, vielleicht, was auch noch sexy sein könnte, wenn es dann halt einfach die Prototypen jetzt gerade im Moment nicht sind, aber die Tourenwagen-Europameisterschaft, das ist schon ein geiles Pflaster. Und einer, gegen den ich schon ganz früh im Porsche Club dann mit diesem damaligen berühmten Carrera RS, bin ich auch im Porsche Club gefahren. Einer, gegen den ich immer gefahren bin, wo wir epische Kämpfe gegeneinander gefahren haben, das war der Enzo Calderari. Der ist eine ganze Weile lang ist der gar nicht schlecht unterwegs gewesen in der Europameisterschaft, in der Tourenwagen-Europameisterschaft. Und ist dann später noch Ferrari gefahren und er kam aus sehr wohlhabendem Haus und dann hat er noch sich eine sehr wohlhabende Freundin zugelegt. Die sind dann auch miteinander gefahren, die Lilian Briner hieß die, und der Enzo Calderari. Und wir hatten einen sehr freundschaftlichen Austausch, wir haben uns auch privat getroffen und da habe ich gesagt, bei mir da klappt einfach irgendetwas mit der Fahrerei nicht mehr so wirklich und ich würde tierisch gerne Europameisterschaft fahren, weil das könnte ein Ausweg sein. Und da hat er gesagt, ja komm, das wäre doch schön, wenn wir das zusammen tun könnten, das wäre toll. Und ich fahre jetzt aktuell gerade einen Rover. Rover Vitesse. Ja. Genau, der Rover Vitesse von Tom Walkinshaw. Oder den der Tom Walkinshaw hauptsächlich eingesetzt hat in der Tourenwagen-Europameisterschaft. Und dann hat er gesagt, komm doch mal gucken. Einfach so, vielleicht kriegen wir ja mit dem Tom irgendwas hin oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, ja, machen wir mal. Und dann, ich meine, das war in Donington, wo so ein Europameisterschaftslauf stattgefunden hat. Und da hat der Tom seine Rovers eingesetzt eben und der Enzo ist eines von diesen Autos gefahren. Dieses Auto hat einen Unfall und zwar einen erheblichen. Ja, damit war es eigentlich vorbei. Ne? Ersatzauto durftest du nicht haben. Aber der Tom hat natürlich immer ein Ersatzauto dabei gehabt, das ist ja klar. Ne? Logisch. Und das hat man nicht bewegt und das war auch ganz klar. Also, es gibt ja ein Reglement, ne? und überhaupt. Und er hat das Auto dabei gehabt, quasi als Ersatzteil. Und dann ist dieses Auto reingekommen und hat den Schaden gehabt, den es gehabt hat, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und plötzlich gingen die Reißverschlüsse am Zelt, ging alles zu. Und dann ist das passiert, was passieren musste. Dann hat man das eine Auto weggestellt und hat das nächste Auto genommen, hat die Nummern umgeklebt, hat irgendwelchen Schmuck gemacht mit der Chassisnummer. Haben wir den Ersatzteilträger Chassisnummer auf das heile Auto draufgespeist. Ja. Und ich habe dem Tom noch gesagt, soll ich raus? Und dann hat er gesagt, nee, kannst drin bleiben, aber du siehst nichts. Ne? Ein Wort, da gab es meinen Podcast noch nicht. Da hat er sich noch sicher gefühlt. Ne? Genau. Und auf jeden Fall,
also das Auto wurde gewechselt, das Auto wurde eingesetzt und wenn ich mich richtig erinnere, meine ich, das Auto hätte auch gewonnen. Aber zum Fahren bist du trotzdem nicht gekommen? Nee. Also da sowieso nicht. Das war nicht die Absicht, da zu fahren oder glauben, fahren zu können, überhaupt nicht. Nachher dann möglicherweise zu fahren, aber bei Tom, das war auch zu teuer und ja. Also ich bin dann immer mal wieder so ein bisschen was gefahren, aber und Peter hat dann eben diesen C8 gebaut und dann hat er gesagt, ja, also dann hat tatsächlich Mercedes einen Motor gebaut, diesen berühmten V8, ne? Und das war natürlich das Nonplusultra, ne? Das war irre. Ich meine, die kam ja nicht nur mit dem V8, die kam auch mit Geld, ne? Also da war ja sauber eigentlich das erste Mal. Ja, also am Anfang, da war es noch verdammt eng mit Geld. Oh, okay. Also verdammt eng. Ja. Aber weißt, dass wir einen Motor hatten, für den wir nichts bezahlen mussten, der eine neue Generation Motor war, wo alle sich lustig gemacht haben darüber, wie soll das denn gehen? Das ist ein Straßenmotor. Und das wiederum hat die Hiret-Truppe wieder motiviert, einfach noch mehr zu tun und weiter zu entwickeln. Und das hat wirklich alles stattgefunden in der Nacht unterm Tuch. Also da wusste kein Mensch von, kein Mensch. Und dann auch am Anfang hat man gesagt, das ist nicht Mercedes, das ist eigentlich ein Mercedes-Motor, aber dann kam der Heini Mader wieder, der hat den Motor entwickelt, so war die offizielle Ansage am Anfang. Und schon, es gibt schon Verbindungen zu Mercedes, aber nichts von Bedeutung, ne? Also bloß nicht. Ne? Und 1985 sind wir dann mit einem weißen Auto Le Mans gefahren, ne? mit dem Mercedes-Motor. Und da war über das Auto drüber, da waren einfach alle eine Banderole mit Flaggen von allen Ländern, die damals in Le Mans vertreten waren mit den Autos. Das war die einzige Livery, die wir auf dem Auto hatten. Das Auto war weiß, sonst war das Auto weiß. Und die Fahrer. Und da ist gefahren der Nielsen, der Quester und der Welti. Das hat John Nielsen. Ne? Dieter Quester und du? Und Dieter Quester und ich. Endlich Le Mans. Endlich Le Mans. Und wer hat das finanziert? Einfach, alle haben alles zusammengekratzt. Also irgendwie hat der Peter das hingekriegt, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Die ganze Mannschaft um den Motor drum und das Getriebe letztendlich auch, das waren alles Mercedes-Leute, die mussten wir nicht bezahlen. Okay. Die Entry-Fee, glaube ich, haben wir bezahlt. Die Mannschaft am Auto auch natürlich. Ja, und sonst war natürlich alles winzig. Ne? Also, das war schon noch, das waren schon die Anfänge der Anfänge. Ist Dieter Quester umsonst gefahren? Ja, meines Wissens noch schon. Okay. Aber vielleicht hat der Dieter hat möglicherweise ein bisschen was gekriegt und der John Nielsen vielleicht auch, aber Peanuts. Ich ganz sicher nicht, aber ich habe ja endlich mein Ziel erreicht. Du warst ja fest angestellt, ja eben. Genau. Nein, damals war ich noch nicht mal fest angestellt, aber ich war ja das Team. Das Team, genau. Aber es ist doch irre, oder? Ich meine, da bist du dein ganzes Leben eigentlich, rennst du diesem Traum hinterher und mit 33 oder was warst du da schon? Ja, das war dann irgend um das rum. Ja, genau. Ja. Wobei das ja irgendwie damals nicht so ein großes Thema war. Ich meine, der Dieter Quester war 10 Jahre älter als du. 85 war das, ja, 33. Ja, genau. Ja, endlich. Aber das war natürlich, also
das war so aufregend, wie es war. Genial. Endlich in diesem Auto drin. Dann ist logischerweise der Nielsen war sicher als erster in dem Auto und hat das Auto eingefahren. Und dann war sicher der Dieter im Auto, glaube ich. Und dann war ich im Auto. Und dann habe ich gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Also das ist ja so eine gigantomanische Scheiße, das Auto. Das ist ja unfassbar. Also das funktioniert einfach nicht. Jetzt musst du wissen, damals gab es keine Schikanen. Ne? Der Dunlop-Bogen war ein Bogen, so die auf der Renault-Gerade gab es keine Schikanen. Unten gab es nur dieses langgezogene S. Und dann ging es den Berg hoch und hinten wieder den Berg runter. Und da musst du so ziemlich zügig bremsen, weil dann warst du schon in Mulsanne und da war diese 90-Grad-Ecke, ne? Mit kaum, ja doch, ein bisschen Auslaufzone schon, aber nichts Berühmtes. Ne? Und wie ich das erste Mal von der Zielgerade in diese Dunlop-Kehre gefahren bin, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Das kann ja nicht sein. Also, ich habe fast das Auto verloren. Das hat so über die Vorderachse weggeschoben und du musstest sowas von die Eier zusammenklemmen, um das richtig außen anzufahren und in Scheitel zu fahren und damit du dann nicht rausgefahren bist am Kurvenausgang. Also es war... ich will noch heute, wenn ich dran denke. Was haben die anderen beiden gesagt? Und da habe ich gedacht, ja, die haben das schon auch moniert. Ich war da nicht der Einzige, aber also ich empfand es ich habe gesagt, es ist unmöglich, dieses Auto 24 Stunden lang in dem Trim, wie es da gestanden hat, zu fahren. Das geht nicht. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, also da sind wir da runtergebrettert mit 370 oder was. Und unten, wenn du das sauber angefahren bist, konntest du ja fast voll dieses S nehmen. Ne? Also das war schon eindrücklich. Und durch die Reibung in der Kurve wurde das Auto natürlich langsamer, aber du musstest wirklich kaum den Fuß vom Gas nehmen da unten. Das war irre. Ja, das war unglaublich. Ich kann mich auch an diesen Eindruck erinnern, das habe ich ja noch nie so erlebt. Ich bin noch nie so schnell gefahren. Wie die Straße plötzlich ganz schmal wird, weil du so weit nach vorne gucken musst. Das war irre eindrücklich. Das war eindrücklich und das hat aber mit diesem spezifischen Auto was zu tun gehabt. Am Anfang war das laut im Auto drin, vom Motor und ganz fest von den Windgeräuschen auch. Und dann irgendwann ab einer gewissen Geschwindigkeit, was weiß ich, lass es 300 gewesen sein oder irgend sowas, wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Du hast den Motor kaum mehr gehört und die Windgeräusche waren weg. Wahnsinn. Ja, es war eine ganz, ganz gespenstig, aber schön gespenstische Atmosphäre, weil immer in der zweiten Hälfte von diesen 7 Kilometern, die es da geradeaus ging, das war Ruhe. Genau. Also, aber was beängstigend war, ist, dass wie wir da über diesen Hügel drüber gefahren sind, und es ging ja wirklich hoch, also du hast beim Hochfahren hast du in den Himmel hochgeguckt und das Auto hat vorne abgehoben an der Vorderachse. Und da sind wir wieder so runter, aber das war nur minim, aber ich habe gemerkt, wie die Lenkung plötzlich leicht war oder ja, gar nicht mehr funktioniert hat in dem Sinne. Ja. Ja, das ist unglaublich. Und da habe ich gedacht, aber auch das kann nicht sein. Wie sollen wir da 24 Stunden überstehen? Und dann das ähnliche Verhalten wieder, auch da gegen Indianapolis zu und ja, Arnage ist nicht so schnell, aber es war einfach hässlich zu fahren. Anyway,
Ich bin dann nach einem freien Training, nach ein paar Runden, bin ich reingekommen und habe gesagt, also so geht das nicht. Und dann haben die gesagt, raus, Qualifying. Und jetzt hat es da oben ein Dampfrad gehabt, wo du den Turboboost verstellen konntest. Und das hat man dann verstellt. Und ich weiß noch, ich bin ausgestiegen und ich habe gesagt, das dürft ihr nicht machen. Das Auto das ist unfahrbar. Das geht nicht. Es geht in Dunlop nicht. Es geht nach Mulsanne, die erste rechts, also Eingang Indianapolis, das geht auch nicht. Und das Auto hebt ab über den Hügel drüber. Und dann hat der Peter gesagt, nichts da. Jetzt wird Qualifying gefahren und jetzt kommt der Nielsen ins Auto und jetzt zeigt er dir mal, was man aus diesem Auto alles rausholen kann. Da habe ich gesagt, das würde ich nicht gut tun. Und vor allem, wenn das Auto noch mehr Dampf hat, dann ist das no good news. Das ist nicht gut. Nee, er wusste das und der Nielsen war natürlich sein Star, ist ja klar, verstehe ich auch. Oder habe ich auch damals verstanden. Und dann ist der Nielsen losgefahren und erste Runde und dann Achtung, fertig, los, Volldampf. Und am Rad hat man schön den Ladedruck hochgedreht. Also das ging dann noch verrückter. Und dann ist er den Berg hochgefahren, hat abgehoben, ist hochgeflogen. Da gibt es ja Fotos, die hast du sicher gesehen. Bis über die Baumkuppen. Da hat es ganz hohe Bäume, die da stehen. Ne? Und nahe heute haben sie viele umgeschlagen oder abgesägt, aber damals direkt an der Leitplanke haben diese Bäume gestanden. Da sind ja auch so viele zu Tode gekommen, weil immer wenn sie abgehoben haben, sind sie in den Wald rausgeflogen und da im wahrsten Sinne des Wortes an den Bäumen zerschellt. Ne? Das Auto ist hochgestiegen, das hat sich zweimal nach hinten überschlagen und ist so auf den Arsch gefallen und aus auch irgendeinem Zufall, weil der Chef das hat wollen, so nach vorne runtergeklappt. Und der Motor hat immer noch brumm gemacht. Der ist immer noch gelaufen? Der ist immer noch gelaufen. Also das Chassis war natürlich Fahrzeug, aber die Türen gingen immer noch auf. Das Aufsatz für den Wagen spricht eigentlich, ne? Ja, einen Teils schon, aber anderen Teils. Also wir hatten einfach, da ist ja immer Wind. Das ist auch offen und also, dass das Auto abhebt, sich zweimal nach hinten überschlägt und immer vorwärts fliegt, um genauso wieder zu landen, wie es abgehoben hat, das gibt es nicht. Ja, das gibt es in Le Mans einfach nicht. Mercedes mit dem SLK nicht so hinbekommt, mit dem CLK GTR, meine ich. Ja, genau, ganz genau. Die sind nämlich alle im Wald. In den Wald rein, genau, Nur Gott sei Dank haben sie dort den Wald auch gerodet und deswegen ist verhältnismäßig nichts passiert. Ne? Ja, aber man muss auch immer das Gute sehen. Wenn ich in dem Auto gesessen hätte oder wenn das Auto, ich im Auto und das Auto hätte sich überschlagen, da würde ich wahrscheinlich heute noch in dem Gehölz da rumrennen und mich schützen vor Sauber, der mich mit der Flinte versucht zu erschießen. Stimmt, da hast du recht. Was hat er denn zu John Nielsen gesagt dann? Nein, dass er Schaden zahlen muss. Das war natürlich, nee. Er hat das dann eingesehen? Nein, der John, der hat danach gesagt, schau, das geht nicht über diesen Hügel. Mit der Geschwindigkeit, das geht nicht. Und das ist das, was ich berichtet habe. Ne? Aber es hat einfach keiner zugehört.
Es wollte es keiner hören. Das ist, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen, also egal wie gut du bist, aber wenn du angestellt in dem Team bist, als normaler Mitarbeiter und dann aber auch nebenbei Rennen fährst, glaube ich, wirst du immer so wahrgenommen. Ja, das ist klar. Das war auch so. Immer der. Ja, das ist auch no bad feeling. Also ich verstehe das alles. Ich war nicht der Nielsen, obwohl wir in Hockenheim sind wir mal einen Test gefahren und also so astronomisch viel schneller war der Nielsen nicht. Ich habe dann allerdings mal das Auto verloren, was dazu geführt hat, dass alle gesagt haben, ich hätte einen Hirsch abgeschossen, weil da so ein Jägermeisterhirsch an der Leitplanke war. Und also das war ganz okay. Es war auch ein gutes Verhältnis mit dem John immer, der das ganze Jahr über mit dem Auto das Auto gefahren hat und es war immer ein gutes Verhältnis zwischen John und mir. Immer. Und der Quastel, der ist aber das Auto nur in Le Mans gefahren. Ja, und so hat dann halt die Story dann begonnen. Der John Nielsen hatte einen Manager damals, das war der Nico Jendrich. Und der Nico, das war so ein Hans Dampf in allen Gassen, das war ein Verrückter, ein Charakter, ein guter Typ, ein guter Mensch, aber ein Wahnsinniger. Ursprünglich ein Deutscher, der mit einer Schwedin, mit einer sehr hübschen und sehr netten Schwedin zusammengelebt hat und dann, glaube ich, auch verheiratet war. Und der Nico Jendrich, der hat einfach, für ihn gab es einen Rennfahrer, das war der John Nielsen. Der Nielsen war auch ein guter Typ, einfach so, das hat auch schön gepasst, die zwei zueinander. Und der Nico Jendrich, das war ein guter Unternehmer, ein guter Händler, ein guter Verhandler auch. Und wir sind dann an Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent ist auf uns zugekommen. Da war das erste Mal der Jochen Nerpasch im Spiel. Ah, okay. Und Jochen Nerpasch war derjenige, der Yves Saint Laurent zu Sauber gebracht hat. Okay. Das war natürlich, dass man so viele Nullen schreiben kann, das wussten wir bis dahin gar nicht. Wir wussten zwar, dass es viele Nullen kosten kann. Vom Hörensagen habt ihr das mal aus der Ferrari-Box gehört. Ja, genau, zum Beispiel, oder aus Porsche oder wo auch immer. Und also Yves Saint Laurent hat tatsächlich Interesse bekundet, aber natürlich nicht an Sauber, das ist ja logisch. Die haben nur ein Interesse gehabt am Stern. Ne? Yves Saint Laurent und den Stern zusammenzubringen, das hat die gereizt. Also Mercedes war ja da irgendwie mit dabei für die. Ne? Und inzwischen war es dann auch so, ab 86 war es dann so, dass der Stern vorne drauf sein durfte. Also der Hiret, und das war der Hiret. Und der Werner Niefer. Ja. Der Werner Niefer, das war natürlich der Schlüssel zum ganz großen Erfolg. Der Niefer, das war sowas von ein CEO, das hat vorher und nachher Mercedes nie mehr wieder gehabt. Es war aber natürlich mindestens nachher auch nicht mehr möglich, dass einer so hemdsärmelig wie der Niefer war, CEO werden konnte von Mercedes-Benz. Ich glaube, der hat auch angefangen tatsächlich als Lehrling bei Mercedes. Ne? Das war wirklich der ganze Leben bei Mercedes ganz genau. In allen Stationen verbracht. Genau. Und hat Fabriken gebaut und Konstruktionslinien definiert und war ich glaube, in der Entwicklung war er auch mal. Und der Hiret hatte dann Zugang eben zu Niefer. Und der Niefer, der Hiret war derjenige, der den Niefer davon überzeugt hat, das müssen wir weitermachen, weil das wird erfolgreich. Wir können das. Wir schaffen das. Hat ja auch einigermaßen geklappt. Ja, es hat dann einigermaßen geklappt, genau. Und der Hiret war auch der Meinung,
dass man das mit sauber schafft, weil eben die Schwaben und die Schweizer und das passt alles. Und das hat er dem Niefer schon gut erklärt. Und der Niefer, der war unfassbar. Der Typ, der war irre. Irre. Aber nochmal zurück zu Yves Saint Laurent. Also die haben dann entschieden, dass sie sich eben beteiligen wollen mit ihrem Produkt Kuros. Ja, jetzt ging es um einen Vertrag. Also wie viel Geld bezahlt ihr? Und für das Geld, wie viel Geld ist es euch wert? Und was können wir dafür bieten? Mhm. Und dann haben die irgendwie eine Millionensumme aufgerufen und haben gesagt, das haben wir zur Verfügung. Also ganz einfach waren die Verhandlungen natürlich nicht, aber das war die Quintessenz. Und dann haben wir gesagt, okay, also damit können wir 5 Rennen fahren. 5. Und dann haben wir diese 5 Rennen definiert, aber die Meisterschaft war 8 oder 9 Rennen oder irgend sowas. Also wir sind schon einfach nur ein Teil der Meisterschaft gefahren. Und dann haben die gesagt, das ist uns egal. Wir wollen, jetzt kriege ich das gar nicht mehr zusammen, Nürburgring, Monza, Le Mans logischerweise und noch irgendeins oder 2. Dijon vielleicht oder England glaube ich auch, ja. Ja, der Brands Hatch war das damals. Am Anfang mindestens. 2 Jahre lang war es Brands Hatch, bis dann, nachher war es dann Silverstone. Ja, ich glaube, das waren die 5. Ja. Und so, jetzt kam ein Vertrag, der war auf Französisch geschrieben und zu dick. Und dann hat er selber gesagt, kannst du mir das mal durchlesen, bitte? Und jetzt war mein Französisch war nicht wirklich schlecht, aber meine Muttersprache war es nicht, ja. Geschweige denn das Vertragsfranzösisch. Also ich habe Stunden und Stunden und Aberstunden verbracht mit diesem Vertrag und das zu analysieren. Und Internet gab es logischerweise auch nicht. Also ich habe so ein dickes Langenschreibbuch, glaube ich, von vorne bis hinten und wieder zurück. Kannst dir ja vorstellen, wie lange das gedauert hat. Und irgendwann mal habe ich diesen berühmten Nico Jendrich wieder getroffen und habe gesagt, es wäre noch schön, könnten wir da mal gemeinsam drüber lesen. Und er hat dann auch gesagt, da helfe ich euch. Und Max, komm, das machen wir zusammen. Mhm. Und sein Französisch war aber sehr gut. Also er war wirklich bilang. Er hat hervorragend Französisch gesprochen und Deutsch und Englisch, würde ich sagen. Das waren so ungefähr seine Sprachen. Und dann haben wir diesen Vertrag also er hat mir da viel geholfen. Der Nico war sehr, sehr hilfreich. Und das war dann bis ganz, ganz lange eine dicke Freundschaft zwischen ihm und mir. Er hat mir auch später dann mal in einer schwierigen beruflichen Zeit, die ich hatte, hat er mir sehr großzügig geholfen und mir andere Möglichkeiten gegeben, mich beruflich ein bisschen zu diversifizieren oder ein bisschen sehr zu diversifizieren. Es war sehr spannend und das werde ich ihm nie vergessen. Das war grandios. Ja, und dann war Kuros, das Auto in Kuros, ja, 2 Jahre lang. Gleich der erste große Erfolg, ne? Also der gleich Nürburgring 1000 Kilometer gewonnen. Aber nicht im ersten Jahr, im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr, 86. Ja. War das 86? Ich habe es, wie gesagt, irgendwo mal rauskopiert, ja. Aber ja, du hast es. Ja, vielleicht vertue ich mich da. Also Mike Thrackwell und Pescarolo. Ja, Thrackwell und Pescarolo, genau. Also ich glaube, das war 86. Das war dieses berühmte Rennen, war 2x500 Kilometer. Ne? Mhm. Ja, der Mike Thrackwell war unglaublich. Der Henri war schon über dem Peak.
Also das war gut, den zu haben und war ein Franzose. Das wiederum war natürlich gut gegenüber den Yves Saint Laurent. Ja. Klar, es war riesig. Aber der Knaller schlechthin war Mike Thackville. Der war, mein Gott, der Typ. Erst später bei Jean-Louis Schlesser, das war dann, bis da war der, gibt nichts Besseres. Wirklich, so gut. Ja, der war unfassbar schnell, er war unfassbar konstant und er war charakterlich unfassbar schwierig. Also ich mochte ihn extrem gern und er mich auch, glaube ich, sagen zu dürfen. Aber irgendwann sind wir alle, aber ich auch. Und dann war ich dann schon zuständig für die Fahrer und dass es denen gut geht und wen wir einsetzen und wen nicht oder mindestens Vorschläge machen, diese diskutieren mit Peter und so weiter. Das hat dann schon stattgefunden und es war überhaupt gar keine Frage mit Mike. Den Mike, den musste man haben, das war irre. Und wenn der Mike nicht den Charakter gehabt hätte oder vielleicht heute noch hat, ich habe leider heute keinen Kontakt mehr mit ihm, schon lange nicht mehr. Dafür mit seiner Schwester Lisa umso mehr, die ja die Frau ist von David Brabham. Und so habe ich immer noch Kontakt und ich weiß immer noch, wie, wo und was passiert mit Mike. Ja, aber der Mike war phänomenal. Irre. Gab es da für dich, war der Traum, selber das Cockpit zu besteigen, ausgeträumt? Oder? Nein, das war es nicht. Ich hätte gerne weitergemacht, aber wie es bei Yves Saint Laurent um die Fahrerfrage ging, da war eine Bedingung, es müssen Topfahrer sein. Wenn es nicht Topfahrer sind, ausgewiesene Topfahrer, da machen wir nicht mit. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass der Peter Sauber meinen Namen genannt hat und das wollten sie nicht. Das habe ich auch verstanden, klar. Und das hat mir der Peter gesagt und er hat gesagt, schau, ich kann da nichts machen. Das wäre nett und ich weiß, dass das dein großer Wunsch wäre, aber und jetzt kannst du dir überlegen, was du willst. Und damals war diese Tourenwagen-Europameisterschaft, das war immer noch ein Thema für mich. Und der Calderari hat immer gesagt, der Enzo hat immer gesagt, komm, auf geht's, das machen wir jetzt zusammen. Das schaffen wir, irgendwie kriegen wir die Kohle zusammen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die Kohle nicht zusammenbringe, dann habe ich den Peter Sauber im Stich gelassen, einteils, und andererseits gibt er mir aber auch die Chance. Er hat gesagt, komm, ich kann dich gebrauchen, du wirst der Teammanager und kannst dich um die Fahrer kümmern, um die ganze Logistik und um die Fahrer und auch intern alles, was es logistisch zu machen gibt. Mach doch das, wäre doch gut und komm zu mir. Und dann habe ich noch lange auf und nieder gemacht und am Ende des Tages habe ich gedacht, nee, das ist richtig. Wahrscheinlich war es vom Alter auch. Ja, bei natürlich. Dir dann schon irgendwann eng, ich wurde natürlich immer älter und älter, das ist klar. Und, das ist immer das Problem. Und klar wäre ich jetzt gerne noch, 6 Jahre oder was, da ganz oben mitgefahren, das wäre schön gewesen, aber ja, es sollte nicht sein und das war auch richtig so. Aber es war Tourenwagen-Europameisterschaft, theoretisch hätte man ja auch zum Beispiel DTM fahren können, aber das war nicht deins. Das ging ja da eigentlich los. Das ging da los, ja, tatsächlich, aber das war jetzt für mich, da war ich zu weit weg. Da war ich in einem ganz anderen Fahrwasser drin. Aber nicht, weil mich das nicht interessiert hat. Also am Anfang war das schon ein bisschen, also weißt du, die Mercedes von damals. Also, die 190er ohne Spoiler. Ja, genau. Also es war schon ein bisschen. Ja, du klar, kann ich verstehen. Wenn du von Le Mans kommst und dann hast du Ford Escort,
190er, 3er Genau. BMW, das ist dann vielleicht noch was anderes. Genau. Und auch wenn du das verglichen hast mit der Thunwagen-Europameisterschaft, also die BMWs und die Fords und was da alles gefahren ist. Dieser Ford Escort, Ford Sierra war es natürlich. Der Sierra, ja, genau. Also das war natürlich schon, das war eine andere Klasse damals noch. Dann hat sich das ganz schnell entwickelt mit der DTM, aber dann waren bei mir die Würfel schon gefallen. Ja, klar. Und bis dann gab es ja dann auch so nicht einen Mercedes Werksport, das gab es noch nicht, aber es gab Mercedes Motorsport, das gab es dann schon. Ne? Der Herle hieß der. Es gab ja immer eine Motorsportabteilung. Seit dem Unfall in Le Mans, die ganzen 35 oder 37 Jahre oder was das gedauert hat, bis man sich wieder entschieden hat, gab es immer den Herrn Herle, der hat ein Büro gehabt und er selber. Und der hat den Motorsport vertreten, also der ist dann auch zu den Veranstaltungen gefahren, die FIA-Sitzungen. Und also Mercedes war schon immer da, aber nicht aktiv. Ja, okay. Und er war da immer unterwegs. Bis irgendwann ist er dann, glaube ich, auch mit altershalber ist er dann ausgeschieden. Also das war dann schon so eine Zeitenwende, wie dann halt das Sportwagenprogramm aufgegleist war. Und ich habe gesagt, Mercedes Motorsport hat es gegeben, weil eben einenteils das Sportprototypenprogramm da war und das war ja aber immer noch nur so offiziös. Und auf der anderen Seite hat dann die DTM begonnen. Genau, ja. Und dann hat halt Aufrecht die DTM gemacht und der Sauber und Sauber mit Mercedes zusammen die Prototypen. Hat er eigentlich Angst, dass nach den Erfolgen, und naja, wurde das ja immer besser, dass Mercedes das zu sich holt? Oder war das längerfristig angelegt, die Zusammenarbeit mit Sauber? Ja, also solange der Niefer da war, also das war bis und mit der Niefer war ja nachher noch bis, ich meine, 93, kann das sein? 92? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber egal. So lange war eigentlich Sauber nie eine Diskussion. Okay. Nee, das war keine Diskussion. Nachher, ja, wie es dann Richtung Ende der Sportwagen-Ära kam und man Formel 1 in die Auge gefasst hat, wo ich ja dann schon bei Porsche war und nicht mehr Sauber, da hätte man sich das schon vorstellen können. Okay. Aber da wurde es dann irrelevant, weil es halt so gekommen ist, wie es dann gekommen ist. Aber also der Niefer, eben an Mike Sackwell zum Beispiel, der hat oft gesagt, diese Autos, die müssen doch silbrig sein. Und das wollte logischerweise Yves Saint Laurent nicht, weil die wollten diese Kuros-Forsche da fahren sehen, das war eh klar. Und dann sind die aber ausgestiegen, also nach 2 Jahren haben die den Vertrag nicht verlängert. Und dann haben wir gesagt, wie geht es jetzt weiter? Aber dann wurde es natürlich schon, also dann ist man halt immer näher an Mercedes rangerückt und Mercedes auch an Sauber. Also es wurde immer offizieller ein Mercedes-Einsatz. Ja. Nein, das war noch nicht der Silberpfeil. Dann war ja noch das AEG-Auto, ja, genau. Ne? Ein Jahr lang. Aber da war natürlich schon zu sehen, also AEG hat damals Daimler-Konzern und jetzt plötzlich Daimler-Töchter und so auf dem Auto. Also das war dann schon, ja, das war dann schon offensichtlich. Hast du bei den Fahrern noch so ein Wörtchen mitzureden gehabt? Wobei nachher, das war ja das Mercedes-Junioren-Team, ne? Ja, also zuerst im zweiten Jahr mit Kuros sind wir dann auch eine Serie gefahren, die da geheißen hat Sportwagen Supercup oder irgend sowas. Neerpasch hat das ins Leben gerufen. Das war ein Sprintrennen mit diesen Gruppe C1 Autos. Es war irre. Das war irre. Und
Bei einem Rennen, ich meine, das war am Norrisring. Da ist der Mike Thackwell das freie Training gefahren und ausgestiegen und hat mir so ein Handzeichen gemacht, dass ich mitkommen soll. Ist ins Zelt in LKW und hat gesagt, ich fahre nicht mehr. Vom einen Tag auf den anderen. Aber so, ja. Also, der war tierisch schnell unterwegs und alles okay. Ich fahre nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, also du willst mir heute schon sagen, dass du am Ende der Saison aufhörst. Habe ich das richtig verstanden? Nein, ich fahre nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja wie, ich fahre nicht mehr? Ja, also ich bin jetzt aus dem Auto ausgestiegen und ab jetzt fahre ich keine Autorennen mehr. Fertig, Ende aus. Und dann habe ich gesagt, Mike, das kannst du nicht tun. Also das kannst du auch mir nicht antun. Das fällt ja bis zu einem gewissen Grade auf mich zurück. Ich bin verantwortlich für dich und du bist gekommen und also du hast Geld verdient, unter anderem auch dank mir, weil ich dich vertreten habe gegenüber dem Peter Sauber und so weiter. Also, das kannst du mir einfach nicht antun. Ja doch, das ist so, mache ich nicht mehr. Fertig, Ende aus. Und dann ging es natürlich noch lange und dann habe ich ihm gesagt, nein, Mike, ich sage dir jetzt eins, definitiv und endgültig. Du fährst dieses Rennen, du bist auch bezahlt für dieses Rennen und das wird gefahren, Ende aus und an. Ich diskutiere gar nicht mehr mit dir. Das musst du auch mir zuliebe tun, aber ich sage dir, du fährst dieses Rennen zu Ende. Und dann ist das Rennen tatsächlich zu Ende gefahren, aber dann war vorbei. Hat er seine Karriere an Nagel gehängt? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ist er noch ein paar, aber diese Supercup-Rennen, die ist er ganz sicher nicht mehr gefahren. Das weiß ich. Und dann wusste ich, was machen wir jetzt? Was um Gottes Willen machen wir jetzt? Weil jetzt brauchen wir ja sowieso einfach, es muss ja alles anders werden. Und Pescarola, das war auch so eine Geschichte. Und dann, ich habe einen immer beobachtet, von dem ich der Meinung war, der ist unfassbar schnell. Unfassbar schnell und eigentlich ein ganz guter Kerl, so auch von seiner Art, wie er das Ganze angeht. Und der wurde immer, aber mit ganz großen Prügeln geschlagen. Und das war der Jean-Louis Schlesser bei Jaguar. Und ich bin nach dieser Episode zum Jean-Louis und ich habe gesagt, der war ja Ultra-Franzose, ne? Also das Französische geht gar nicht. Und der ist in Marokko geboren und war so als Pied Noir, wie man so sagt, ist er nach Frankreich gekommen und musste sich da durchschlagen, mit allen Wassern gewaschen. Ein unglaublicher Kerl. Und unfassbar schnell im Auto. Und ich habe gesagt, Jean-Louis, du kannst mir doch nicht angeben oder behaupten, dass du glücklich bist bei den Engländern. Die behandeln dich ja wie Scheiße. Und du kommst nie zum Zug. Immer ist der Brandl das liebe Kind. Das kann doch nicht sein. Und dann hat er gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, hast du das ziemlich auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist wirklich nicht schön. Und dann habe ich gesagt, ich hab dir was Schönes. Ich habe dir was richtig Schönes. Ja, du mit deinem Mercedes. Und bleiben denn die dabei? Und da habe ich gesagt, nein, die bleiben nicht dabei. Die werden immer stärker kommen. Das wird eine richtige Mercedes-Werksgeschichte sein. Da habe ich gedacht, hoffentlich wird das auch so. Ja. Und jetzt kommst du zu uns. Und dann meine ich, hat er sich überreden lassen, eines von diesen Supercup-Rennen zu fahren. Und hat das erste Mal im Auto den Stuck geschlagen im Porsche. Mit dem Sauber? Ja. Okay. Ja. Das war ein genialer Auftritt und hat natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt, ist ja klar. Und vor den Türen von den hohen Herren in Stuttgart und last but not least dem Werner Niefer. Ne? Ja.
Und dann ist es am Ende der Saison, der AEG-Saison, also 88, ist es, hat der Mercedes immer diese tollen Motorsportabende gemacht, ne? Am Ende, an der Jahresendveranstaltung. Ja, ja. Und dann war Mercedes in der DTM erfolgreich schon. Und wir waren einigermaßen erfolgreich. Also man hat so gespürt, da ist irgendetwas geht da, weil wir haben begonnen, auch Jaguar zu schlagen. Ich meine in Sandown hieß das, so eine Pferdesportanlage in Australien. Ich meine, der Ort heißt auch Sandown. Egal. Aber das war so eine, da haben wir das erste Mal Jaguar geschlagen, so einem 1:1 Fight. Und da wusste man jetzt also entweder packen die jetzt nochmal was drauf, was wir nicht kennen, oder dann haben wir es, jetzt packen wir sie, jetzt können wir sie kriegen. Und dann hat auch Mercedes dann wurde es immer offizieller und offizieller und die haben dann auch richtig begonnen, Geld auszugeben für die Entwicklung des Motors und für Entwicklungen auch am Auto. Aerodynamik, Windkanal konntet ihr wahrscheinlich auch nutzen und so. Genau, dann wurde das besser. Immer noch nicht ideal, weil ja, auch deren Windkanal war nicht das Gelbe vom Ei, aber es wurde alles einfach viel, viel einfacher. Aber auch anspruchsvoller. Und an dieser Jahresendfeier, der Herr Niefer war in vieler Hinsicht eine unglaubliche Erscheinung, aber er mochte auch viel trinken. Und er konnte auch viel trinken. Also der war nicht nur einfach beschwipst, sondern, oder vielleicht sogar etwas betrunken, sondern der konnte unglaubliche Alkoholmengen ertragen, ohne dass man groß was gemerkt hat. Irre, er war irre. Ich war auch ein paar Mal bei ihm zu Hause, der hatte so eine Jägerstube gehabt bei ihm im Haus, unten im Keller. Mein Gott, wie es da zu und her ging, es war irre. Aber das war dann, alle Ehrungen waren vorbei. Die ganzen Nadeln, die berühmten Mercedes-Nadeln waren verteilt. Es war alles erledigt. Und dann hat man gesessen an so Tischen, die waren so mit so Tüchern überzogen. Und da waren wir am Trinken und am Feiern. Und plötzlich steht der Niefer da. Aber es war weit nach Mitternacht. Und dann wie ihr da und der Sauber und ich weiß nicht, ein paar Mechaniker waren auch noch da. Und der Schlesser war da. Und ja, was machen wir jetzt nächstes Jahr? Da gewinnen wir, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, also ja, wenn es geht schon, ne? Es kommt auch auf euch an, aber das war ein großes Anliegen von Peter Sauber. Wie sehen denn die Autos aus? Was kommt denn da auf die Autos? Und überhaupt, jetzt ist es schon, was weiß ich, Ende November oder Anfang Dezember, wann immer das diese Fete war. Also, wir gehen ja schon bald wieder testen und wie sieht dieses Auto aus? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und dann, ich glaube, der Schlesser war es, der hat gesagt, ach, diese Autos, die müssen doch silbrig sein. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich schon. Und so ging ein hin und her. Die einen waren ein bisschen mehr pushy und die anderen ein bisschen weniger. Und ich war aber damals auch eher vorsichtig. Ich habe gesagt, Silberpfeil ist schon gut, aber vielleicht sollten wir noch mal ein Jahr noch nicht silbrig, weil man weiß ja nicht. Und dann sagt er, so, Männer, jetzt habe ich entschieden, das nächste Jahr wird das Auto silbrig, und hat seine großen Hände genommen, und er war ja muskulöser
beleibter Mann, ne? Und hat diese Hand auf diesen Tisch runtergeschlagen, dass die ganzen Gläser so aufgesprungen sind und alles war nass. Es war irre. Und das ist ein Entscheid und da geht nichts, führt nichts mehr daran vorbei, organisiert euch. Das war alles einfach. Ja. Aber mit ganz vielen Sachen. Also, das war jetzt einfach, das war das Offensichtlichste, das war die größte Schau, die ich je erlebt habe, wie er eben geführt hat. Aber ich habe ihn ja in ganz vielen Situationen erlebt und er war einzigartig. Er war wirklich einzigartig. Das war ein Geschenk, er war ein Geschenk vom Himmel. Kein anderer hätte das so gemacht, wie er das gemacht hat. Und später hat man ja dann auch gesehen, ne, wie es dann um die Formel 1 ging und welchen Motor und wie und wo und was. Dann war dieser feste Halt, der dieser Mann als Mann ausgestrahlt hat, aber eben auch gelebt und vorgelebt hat, der war, ich sag nicht weg, die nächsten, das waren schon Huppert und Company, das waren schon... Ja, Huppert ja auch ein riesen Motorsportfan. Ja, natürlich, also ich würde gegen Herrn Huppert nie was kommen lassen, nie. Aber diese feste Unterstützung, das war Werner Niefer. Der hat einfach an das Projekt geglaubt, der hat an seine Männer geglaubt, ja. Cool. Ja, das war ein toller Moment. Ja, und dann wissen wir, wie es ging. Ne? Ein Sieg nach dem anderen, Weltmeisterschaft, Le Mans-Sieg. Das war schon toll. Habt ihr bei den Fahrern mitreden können? Also ja, das haben alles wir gemacht. Alles. Wir komplett alleine. Also da war ich ganz, ganz dicke drin. Dicke drin für die Mannschaft, die 88 gefahren ist und 89 gefahren ist. Ja. Und dann war ja der Jochen Meerpasch war ja dann Mercedes-Rennleiter, wenn man dem so sagen will, aber der war so zur Hälfte in Stuttgart und zur anderen Hälfte in Hinwil. Vielleicht ein bisschen mehr in Stuttgart als in Hinwil. Und er war derjenige, der gekommen ist, nicht Peter Sauber und nicht Max Welti. Er ist der gewesen, der gekommen ist mit dieser Juniorenidee. Das war er. Er hat gesagt, wir müssen was tun und wir haben die Chance, einen Deutschen aufzubauen, weil da gibt es diese zwei Deutschen und actually 3 Deutsche. Ja, Karl Wendlinger war ja Österreicher. Der Wendlinger war ein Österreicher, aber der Schumacher, der Frenzen und Michael Bartels. Ja, genau. Ja. Der Michael Bartels, genau. Stimmt. Ja, das schade, dass mir der Name nicht einfällt. Nur du, da bin ich der Schlechteste leider. Manchmal habe ich Glückstreffer. Nein. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel ihr zusammenbringt an eurer Geschichte. Und habt ihr das wahrscheinlich hin und wieder auch schon mal erzählt bei irgendwelchen Leuten. Aber ich glaube, das sind so intensive Jahre, wo man so drinsteckt, dass die einfach so, da können wir mit unseren Schreibtischjobs irgendwie nicht so ganz, also ich weiß nicht, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, an welchen, weißt du, so, also ich kann es aber nicht so erzählen wie ihr, und ich sage jetzt ihr Motorsport. Es war natürlich ein unglaublich intensives Leben in jeder Beziehung. Ja, mit dem ganzen Reisen, mit dem immer am Limit, immer der Lärm an der Strecke, weißt du, das ist ja auch noch sowas, was einen irgendwie irre. Ja, es war wirklich, es war irre, über Jahre, Jahrzehnte lang war es irre und es war immer Gas geben, immer Vollgas. Ja. Sowohl, also beruflich sowieso, aber auch privat. Und es war ja nie, also wenn Feierabend war, dann wie es der Name sagt, dann Feierabend ist zum Feiern da. Ne? Ja, das ist... Und so ging es, es war never ending. Es war unglaublich und das auch, wie es nachher noch, ich meine, in der Formel 1 war es dann noch viel intensiver. Ne? Also das war auch eine ganz verrückte Zeit, aber dazwischen war ja dann noch... Auch ein bisschen was los. War ja dann Porsche. Ja. Reden wir darüber nächste Woche weiter. Die Zeit nach Sauber und vielen Dank erstmal an dieser Stelle und nächste Woche hören wir
die ganzen anderen Sachen, die eben schon leicht angeschnitten haben, ganz am Anfang. Danke erstmal. Sehr gerne. Na, habt ihr Lust auf einen zweiten Teil? Den gibt's in der kommenden Woche hier zu hören. Wenn ihr ihn auf keinen Fall verpassen wollt, aktiviert am besten das Abo in eurem Podcast-Player. Das wäre eine große Hilfe für mich. Und wenn ihr eure Meinung zu dieser Folge kundtun wollt, dann könnt ihr das entweder bei Spotify oder auf meinem YouTube-Kanal tun. Ich freue mich, wenn wir uns kommenden Donnerstag wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de